Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Eine Kindheit, geprägt von Macht und Bestimmung. Kaiser Karl VI., Maria Theresias Vater, zeigte bemerkenswerte Weitsicht. Kurz nach seiner Heirat erließ er die sogenannte pragmatische Sanktion, eine Erbfolgeregelung, die er bei den verschiedenen Ländern unter seiner Herrschaft durchsetzte. Dieses Gesetz stellte sicher, dass im Falle des Aussterbens seiner männlichen Linie der Thron auf seine weiblichen Nachkommen übergehen würde. Diese rechtliche Bestimmung allgemeingültig und anerkannt zu machen, wurde zur zentralen Aufgabe seines Lebens. In jenen Tagen beteten angesehene Geistliche oft für den König in den ehrwürdigen Mauern der Kathedralen. Wir flehen dich an, Herr des himmlischen Reiches. Beschütze unser Geschlecht, erweitere unser Reich, entzünde unseren Eifer, mehre unsere Triumphe und schenke unserer Dynastie einen Sohn aus deiner göttlichen Gnade. Schicke ihn als Beschützer unserer Lieben, als Sturm gegen unsere Feinde, als Feuerbrand für unsere Nachbarn und als demütigen Diener in deinem himmlischen Reich. Gewähre unserem gesegneten Land, einem Land, in dem reichlicher Regen fällt, in dem Blumen aus dem Sand sprießen, in dem die Winde die Unreinheit forttragen und das Wasser unser Leben nährt, einen würdigen Erben. Möge er Anführer der Armeen sein, die dein Licht in sich tragen, und möge er sie mit Stärke und Zielstrebigkeit zu Ruhm führen. Im Jahre 1716 wurde zur großen Freude des Kaisers ein Sohn geboren. Ganz Wien und das gesamte Land feierten die königliche Geburt, doch das Glück währte nur kurz. Noch ehe in jenem Jahr die Herbstblätter fielen, starb der junge Thronfolger. Der Schmerz des Kaisers war tief, zumal ihn zu dieser Zeit viele weitere Sorgen bedrückten. Das zweite Kind des Paares war eine Tochter, Maria Theresia, geboren am 13. Mai 1717. Nach dem Erstgeburtsrecht, das die pragmatische Sanktion festgelegt hatte, sollten eines Tages die Kronen der Vereinigten Österreichischen Länder auf ihr Haupt gelangen. Wer hätte ahnen können, dass dieses Kind, das die Schönheit der Mutter geerbt hatte, auch über außergewöhnlichen Verstand, Kraft und Weisheit verfügen würde und ein seltenes Gleichmaß aus Entschlossenheit und Güte zeigte, das man oft nicht einmal bei Männern fand? Am Tag von Maria Theresias Geburt wurde im Stephansdom feierlich der Lobgesang des heiligen Ambrosius angestimmt, dem die höchsten Würdenträger des Reiches beiwohnten. Ihre Taufe fand noch am selben Abend unter großem Pomp und Glanz statt. Nach dem Verlust ihres erstgeborenen Kindes empfand das Kaiserpaar nun unermessliche Freude an der kleinen Tochter. Trotz der drängenden Kriege jener Zeit blieb der hingebungsvolle Vater fest entschlossen, mit aller Kraft die allgemeine Anerkennung seines Erbfolgerechts durchzusetzen, um seiner geliebten Tochter den rechtmäßigen Thronanspruch zu sichern. Auch die Kaiserin verfolgte dieses Ziel mit und freute sich über jede hart erkämpfte Bestätigung der Rechte ihres Kindes, das bereits vielversprechende Anlagen erkennen ließ. Das elterliche Bemühen ging jedoch über die politischen Anstrengungen hinaus. Sie setzten alles daran, Maria Theresias beachtliche Talente und geistige Fähigkeiten zu fördern und sie auf ihre künftige Herrscheraufgabe vorzubereiten. Gleichzeitig sorgte die Kaiserin dafür, dass sie in ihrer Tochter jene weiblichen Tugenden ausbildete, die später aufblühen sollten. Kaiserin Elisabeth Christine wandte sich mit dem Nachdruck eines militärischen Befehlshabers an alle, die an der Erziehung ihrer Tochter beteiligt waren. Von den Weisesten unter euch bis zu den Fleißigsten, von der gütigsten Seele bis zum strengsten Erzieher verlange ich, dass ihr eure Aufmerksamkeit wie nie zuvor bündelt. Dieses Kind wird nicht bloß eine edle Gattin eines künftigen Ehemannes werden. Ihr Schicksal unterscheidet sich von allen anderen Mädchen. Es ist einzigartig und unerreicht.
Vergesst alle adeligen Mädchen, die ihr bisher erzogen habt. Ich erwarte mehr von euch, als nur eine vornehme Dame zu formen. Gemeinsam, Hand in Hand, werden wir eine Herrscherin erziehen. Eine Souveränin, die Armeen befehlen, ihr Volk umfassen, vor dem himmlischen Reich niederknien und ihre Feinde in die Knie zwingen wird. Das ist unsere Mission, und wir werden sie gemeinsam erfüllen. Mit größter Sorgfalt wachte die kluge Kaiserin über die Ausbildung ihrer Tochter. Der vielversprechende Geist der Prinzessin wurde den angesehensten Damen des Hofes anvertraut, darunter die Gräfinnen von Thurn und Valsassina, von Stubenberg und von Fuchs. Diese Lehrerinnen wirkten in enger Zusammenarbeit mit der Kaiserin an der frühen Bildung der jungen Erzherzogin. Als Maria Theresia älter wurde, erhielt sie ernsthafteren Unterricht von gelehrten und fähigen Männern, die sie in Religion, Geschichte und anderen grundlegenden Wissensgebieten unterwiesen. Sprachstudien setzten früh ein und umfassten ein breites Spektrum, da es für die künftige Herrscherin Österreichs unerlässlich war, mit ihren Untertanen in den verschiedenen Ländern direkt zu verkehren. Sie erlernte unter anderem die lateinische Sprache fließend, die ungarische Sprache sowie Französisch, Italienisch und Spanisch. Für diese Fächer sowie für Musik, Zeichnen und Malerei wurden hervorragende Lehrer engagiert. Auch wenn ihre Ausbildung nach heutigen Maßstäben in mancher Hinsicht eingeschränkt erscheinen mag, so trug sie doch bemerkenswerte Früchte. Das lag vor allem an Maria Theresias außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie nutzte ihre Bildung so vorzüglich, dass sie nicht nur frühzeitig die hohen Pflichten antrat, die ihr übertragen wurden, sondern sie auch während der stürmischen Zeit ihrer Jugend mit Kraft und Würde ausfüllen konnte. Ein bemerkenswertes Ereignis verdeutlicht dies klar. Bereits im Alter von 16 Jahren nahm Maria Theresia an Beratungen über die wichtige und schwierige Frage der Wahl eines neuen Königs von Polen teil. Sie betrat an der Seite ihres Vaters, Kaiser Karl VI., den Ratssaal, um sich an den Überlegungen der führenden Staatsmänner des Reiches zu beteiligen. Ihre Haltung und Gelassenheit beeindruckten sämtliche Anwesenden. Sie hörte aufmerksam zu, und als der Kaiser sie aufforderte, ihre Meinung zu äußern, waren die Minister von der Klarheit und Treffsicherheit ihrer Gedanken zutiefst erstaunt, während der Kaiser vor Freude strahlte. Ihr scharfer Verstand und ihre geistige Reife zeigten sich bereits in diesen jungen Jahren. Diese frühe geistige Reife schmälerte ihre weiblichen Züge in keiner Weise. Im Gegenteil, Maria Theresias gütiges Herz, ihr veredelter Intellekt, ihre sittliche Lauterkeit und ihr unerschütterliches Pflichtbewusstsein formten eine Persönlichkeit, die wie zum Herrschen geboren schien. Sie regierte nicht nur mit dem Zepter, sondern auch mit einer Anmut, die die Herzen gewann. Ihre außergewöhnliche Schönheit und Eleganz weckten den Neid vieler Prinzessinnen in ganz Europa. Als Maria Theresia das Alter erreichte, in dem die Frage ihrer Vermählung in den Vordergrund trat, rückten politische Überlegungen stärker in den Mittelpunkt als persönliche Empfindungen. Der Kaiser und die Kaiserin hatten sich bereits zuvor in vertraulichen Gesprächen mit möglichen Eheverbindungen befasst und dabei abgewogen, welche Verbindung die Krone am meisten stärken und Österreich zu größerem Einfluss verhelfen würde. Sowohl in Wien als auch in Madrid erwog man ernsthaft eine Ehe, die über Maria Theresia die spanische und die österreichische Krone wieder vereinen sollte. Als diese Pläne jedoch scheiterten, hegte Spanien eine tiefe Verbitterung gegen Österreich. Weitere mögliche Verbindungen wurden geprüft und verworfen. Doch inwieweit Maria Theresias persönliche Neigungen dabei eine Rolle spielten, ist nicht überliefert, zumal es am Wiener Hof einen Prinzen gab, der bestens geeignet schien, ihr Herz zu gewinnen. Es handelte sich um Franz Stephan, den Sohn von Herzog Leopold und Erbprinzen von Lothringen. Obwohl er älter war als Maria Theresia, erschien er in jeder Hinsicht als ideale Partie.
Mit dem Tod seines Vaters hatte Franz Stephan das Herzogtum Lothringen übernommen, und weder auf persönlicher noch auf politischer Ebene schienen größere Hindernisse für eine Verbindung zu bestehen. Doch drohende Kriegsgefahr überschattete bald alle Hochzeitsüberlegungen und ließ solche Pläne zunächst ruhen. Polen, wie so oft in der Geschichte, war in jener Zeit ein Brennpunkt des Konflikts. Der Thron dieses schwer geprüften Landes war unbesetzt, und zahlreiche Prätendenten mit unterschiedlichen Ansprüchen machten ihn zum Spielball heftigster Auseinandersetzungen. Kaiser Karl VI. Unterstützte die Thronambitionen des sächsischen Kurfürsten. Doch Frankreich, das Österreich seit langem feindlich gesinnt war, verfolgte eigene Pläne und erklärte den Krieg. Die Feindseligkeiten dauerten nicht lange an, da Karl auf einen raschen Friedensschluss bedacht war. Dennoch führten sie zu bedeutenden Veränderungen. Österreich musste einige Gebiete in Italien abtreten, und Maria Theresias Verlobter wurde nicht länger als Herzog von Lothringen geführt, sondern als Großherzog der Toskana. Nach dem Friedensschluss wurden die Hochzeitsvorbereitungen für das Paar fortgesetzt, und die Eheschließung fand schließlich in großem Glanz statt. Allerdings wurde die Freude des Kaisers durch die verheerenden Folgen eines Krieges gegen das Osmanische Reich getrübt. Der Tod des als edlen Ritter gerühmten Prinzen Eugen erfüllte das Land mit tiefer Trauer, zumal Österreich in der Folge durch die Unfähigkeit anderer Heerführer vieles von dem verlor, was Eugen einst erobert hatte. Kurz nach der Hochzeit brachen die jungen Eheleute zu ihrer glanzvollen Reise in die Toskana auf, wo Maria Theresias Gemahl die Regierung antrat. Kaiser Karl hatte sehnlichst auf einen männlichen Thronfolger aus dieser Verbindung gehofft, doch dieser Wunsch blieb ihm verwehrt. Er verstarb am 20. Oktober 1740, belastet von Sorgen um die Zukunft seines Hauses und niedergedrückt vom Abschluss des Friedens von Belgrad, der als beschämendes Abkommen mit dem Osmanischen Reich angesehen wurde. Sein Erbe für Maria Theresia, seine bestimmte Nachfolgerin, umfasste vor allem jene Länder, die Prinz Eugen erkämpft und gesichert hatte. Doch Österreich war in den vorangegangenen Kriegen bereits stark verkleinert worden. Auch das innere Gefüge des Reiches befand sich in einem beklagenswerten Zustand. Anstatt die pragmatische Sanktion zu verteidigen oder sich der Stärkung der Kassen und des Heeres zu widmen, hatten sich viele führende Männer in Sorglosigkeit und Eigennutz verloren. Der üppige Lebensstil am Hof belastete die ohnehin knappen Staatsfinanzen zusätzlich. So fand Maria Theresia bei ihrem Thronantritt eine nahezu leere Staatskasse, ein Heer, das großteils nur noch auf dem Papier existierte, und eine Regierung, der es an Ordnung und Festigkeit fehlte. Der Kaiser war ein gutherziger, gebildeter und vornehmer Mensch. Es fehlten ihm jedoch die Eigenschaften, die die schwierige politische Lage seiner Epoche verlangte. Er liebte Kunst und Wissenschaft, war empfänglich für alles Edle und Erhabene und bemühte sich unablässig um das Wohl seines Volkes. Doch in den Fragen, die Österreichs politische Stärke betrafen, zeigte er häufig nicht die nötige Konsequenz und Entschlossenheit. Einiges von dem, was er plante und begann, fiel nun an Maria Theresia, die es fortzusetzen suchte. Doch vieles musste sie auf eigene Faust und mit weit größerem Mut und Nachdruck in Angriff nehmen, als ihr Vater es vermocht hatte. Maria Theresia verfügte über einen klaren und umsichtigen Geist sowie den entschlossenen Willen einer geborenen Herrscherin. Diese Eigenschaften erlaubten es ihr, die schwierigen Regierungs- und Reformaufgaben mit erstaunlichem Erfolg zu bewältigen. Was unter günstigsten Umständen selbst für einen Mann kaum zu leisten gewesen wäre, erreichte diese junge und entschlossene Kaiserin, und ganz Europa blickte bewundernd auf sie. Dennoch hegten viele Zweifel, ob die unerfahrene Regentin den gewaltigen Anforderungen gewachsen sein würde. Ein bedeutender Vorschlag, der sicher einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen hatte, war bereits bei der Planung ihrer Vermählung zur Sprache gekommen.
Prinz Eugen von Savoyen hatte dafür plädiert, Maria Theresia mit Kronprinz Friedrich von Preußen zu verheiraten, dem späteren Friedrich dem Großen. Mit unglaublichem Weitblick warb Prinz Eugen entschieden für dieses Bündnis, als ahne er bereits dessen weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft Europas. Prinz Eugen betonte in seinen vertraulichen Gesprächen oft einen entscheidenden Gedanken. Europa windet sich schon viel zu lange in Qualen. Von innerem Krieg erschöpft, fehlt uns die Kraft, der Bedrohung durch die Osmanen gemeinsam zu begegnen. Nun stehen sie vor unseren Toren. So wie es Karl der Große erkannte, ist Österreich das östliche Eingangstor zu Europa. Sollte Wien fallen, dringt der Feind in das Herz des Kontinents vor und verwandelt diesen Krieg aus einem österreichischen Problem in eine Gefahr für alle europäischen Völker. Die heutigen Ereignisse könnten die folgenschwerste Zäsur für das Reich in den nächsten 100 Jahren sein. Die künftige Kaiserin muss ihren Gatten mit großer Würde und Klugheit wählen und den Blick nach Norden richten, wo eine aufstrebende Macht wächst. Zum Wohl der Nation wäre dies der weiseste Weg. Auch wenn sich seine Vision nie erfüllte, zeigt dieser Vorschlag Prinz Eugens unvoreingenommene Denkweise und seine strategische Genialität. Wie anders hätte die europäische Geschichte verlaufen können, wenn sich diese Verbindung zweier starker Geister tatsächlich vollzogen hätte? Vielleicht wären so manche Kämpfe und Leiden der folgenden Jahrhunderte in Deutschland vermieden worden. Doch das Schicksal entschied anders, gelenkt von jener höheren Instanz, die über menschliche Geschicke wacht, und hinterließ ein unwiderrufliches „So soll es sein“. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2: Eine neue Ära. Reformen, Widerstandskraft und königliche Pflichten. Im Alter von 23 Jahren trat Maria Theresia ihre Herrschaft an, bereits mit klarem Blick für die Herausforderungen, die vor ihr lagen. Obwohl sie tief um den Tod ihres Vaters trauerte und die Last ihres neuen Amtes sie bedrückte, fand sie in ihrem Glauben Kraft und übernahm ihre Pflichten mit festem Willen. Während im Gefolge des verstorbenen Kaisers Zweifel und Unsicherheit herrschten, bewies Maria Theresia eine solche Führungsstärke, dass sie das Vertrauen ihrer Berater rasch wiederherstellte. Sie regierte nach dem selbstgewählten Leitspruch Justitia et Clementia, Gerechtigkeit und Milde, und gewann so die Hingabe ihres Volkes. Einer ihrer ersten Schritte als Kaiserin zeugte von großem Mitgefühl. In einer Zeit, in der Armut und Hunger weite Teile ihrer Länder erfassten, ließ sie die kaiserlichen Kornspeicher öffnen und veranlasste, Getreide an die Bedürftigen zu verteilen. Gleichzeitig forderte sie die adeligen Grundherren in ihren Gebieten auf, es ihr gleich zu tun. Diese Geste der Großzügigkeit rührte die Menschen zutiefst. Sie sahen in ihrer jungen Herrscherin eine durch göttliche Fügung gesandte Retterin. Maria Theresia vor ihren Räten am kaiserlichen Hof. Ich werde nicht untätig zusehen, wie mein Volk hungert. Öffnet die kaiserlichen Kornspeicher unverzüglich und verteilt Nahrung an alle, die sie benötigen. Diese Hungersnot ist nicht nur ihre Last, sie ist auch unsere. Und ich erwarte von den adeligen Herren in unseren Landen, dass sie diesem Beispiel folgen. Lasst ihnen mitteilen, dass Mitgefühl keine Schwäche ist, sondern eine Pflicht. Wer für sich in Anspruch nimmt, diesem Reich zu dienen, soll es beweisen, indem er dessen Menschen nährt. Unsere Stärke als Nation liegt nicht in Reichtum oder Macht, sondern in den Herzen derer, denen wir dienen. Gebt ihnen zu verstehen, dass sie nicht vergessen sind. Ihr Gerechtigkeitssinn kam ebenso deutlich zum Ausdruck, als sie einem anderen Unrecht ein Ende setzte. In vielen Gebieten hatten große, gesetzlich geschützte Hirschrudel die Felder fleißiger Bauern verwüstet. Wer sich dagegen wehrte, musste harte Strafen fürchten. Bereits im Vorjahr hatte dieses Unrecht in der Steiermark zu einem Aufstand geführt, dessen Anführer zum Tode verurteilt worden waren.
Maria Theresia griff hier entschlossen ein. Sie befahl, die Hirsche zu dezimieren und ihr Fleisch zu niedrigen Preisen an das Volk zu verkaufen. Gleichzeitig begnadigte sie die zum Tode Verurteilten, sorgte jedoch dafür, dass die Aufständischen angemessen zur Verantwortung gezogen wurden. Damit zeigte sie die Einheit von Gerechtigkeit und Milde, der sie sich verpflichtet fühlte. Maria Theresias Worte: Es ist unerträglich, dass gerade jene Gesetze, die eigentlich für Ordnung sorgen sollen, zu einem Werkzeug der Unterdrückung geworden sind. Diese Hirsche, die wir aus Tradition schützen, haben die Lebensgrundlage unserer Bauern zerstört. Und wer sich dagegen verteidigte, wurde wie ein Verbrecher behandelt. Damit ist jetzt Schluss. Ich ordne an, die Rudel unverzüglich zu verringern. Ihr Fleisch soll zu Preisen verkauft werden, die sich die einfachen Leute leisten können. Möge das ihnen Erleichterung bringen. Was den Aufstand in der Steiermark betrifft, werden diejenigen, die zum Tode verurteilt sind, begnadigt. Ihre Verzweiflung war nicht Bosheit, sondern die Frucht größter Not. Dennoch kann ein Aufruhr nicht folgenlos bleiben. Die Beteiligten werden sich für ihr Handeln verantworten, nicht aus Rachsucht, sondern um die Ordnung zu wahren. Gerechtigkeit muss immer mit Milde verbunden sein. Ohne diese verlieren wir das Vertrauen jener, die wir schützen sollen. Dies sei uns allen eine Lehre. Zu herrschen heißt, für alle zu sorgen und nicht bloß für die Bevorzugten. Geführt von ihrem Glauben und geleitet vom Grundsatz Gerechtigkeit und Milde, begann Maria Theresia ihre Regentschaft mit Entschlossenheit, Mitgefühl und einem unerschütterlichen Sinn für Verantwortung. Der Bedarf an Reformen war im gesamten Reich offensichtlich, denn veraltete Bräuche und Gepflogenheiten lasteten schwer auf dem Land. Niemand hätte aber erwartet, dass diese Erneuerungen so rasch und wirkungsvoll umgesetzt werden könnten. Wie sollte es einer jungen Frau, so klug und entschlossen sie auch sein mochte, gelingen, die Probleme des Landes so genau zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen so zügig durchzuführen? Maria Theresia jedoch verblüffte sowohl ihre Minister als auch ihr Volk. Sie zeigte ein erstaunliches Verständnis für die politischen und wirtschaftlichen Zustände und erkannte die Hauptursachen der Missstände. Bereits in ihrer ersten Beratung mit ihren Räten offenbarte sie eine Einsicht, die jene erfahrenen Männer einerseits verunsicherte, andererseits begeisterte und zur Mitarbeit anspornte. Eines der Themen, das sie unverzüglich in Angriff nahm, war das Heer, ganz im Sinne des Rates, den Prinz Eugen einst ihrem Vater gegeben hatte. Das Militär befand sich in einem beklagenswerten Zustand. Offiziere hielten sich oft fern ihrer Truppen auf, lebten stattdessen in Wien oder anderswo, während sie ihre Einheiten vernachlässigten. Die junge Kaiserin handelte ohne Zögern. Sie befahl allen Offizieren unverzüglich zu ihren Einheiten zurückzukehren und wies an, das Heer zu verstärken und für jede mögliche Kriegsgefahr zu rüsten. Diese Reformen belebten das Militär von Grund auf, indem sie Disziplin und Zielstrebigkeit dorthin brachten, wo zuvor Nachlässigkeit geherrscht hatte. Gleichzeitig gewann sie durch einen großherzigen Akt der Gnade die Loyalität des gesamten Heeres. Hochrangige Offiziere, darunter Oberste und Generäle, die man für das Scheitern des letzten Türkenkrieges verantwortlich gemacht und mit Entlassung oder Gefängnis bestraft hatte, wurden begnadigt und erhielten ihre Titel sowie ihre Ämter zurück. Diese Geste der Vergebung, verbunden mit ihren Reformen, wirkte wie ein elektrisierendes Signal. Im Heer, aber auch in den Familien der Offiziere, erwachte ein neuer Geist der Hingabe. Der ungarische Ruf, „Wir werden für unsere Kaiserin sterben“, wurde zu einem innigen Ausdruck ihrer Verbundenheit. Kaiser Karl VI. War stark kritisiert worden wegen der zu hohen Ausgaben seines Hofes. Eine übermäßig große Zahl wohlbezahlter Hofbeamter und Diener, die oft mehr hinderlich als nützlich waren, belastete das Staatsbudget. Löhne und Gehälter standen in keinem rechten Verhältnis zum tatsächlich geleisteten Dienst, und es kam nicht selten zu Betrug und Unterschlagung. Bei ihrem Amtsantritt fand Maria Theresia daher einen Hof vor,
dessen Unterhalt den Staat mehr kostete als die tatsächliche Verwaltung des Reiches. Mit ihrem scharfen Urteilsvermögen und entschlossenen Wesen schritt Maria Theresia unverzüglich zur Tat. Sie war der Ansicht, dass der Hof seine Mittel genauso klug verwenden müsse wie bürgerliche Haushalte in einfacheren Verhältnissen. Der Hang zur Verschwendungssucht wurde gestoppt und wirtschaftliche Reformen setzten ein. Stellen wurden gestrichen, Gehälter herabgesetzt, unnötige Ausgaben eingestellt und die Hofkasse streng kontrolliert. Dabei fand sie in ihrem Gemahl einen engagierten Helfer, der sie in diesen Finanzangelegenheiten tatkräftig unterstützte. Nach und nach setzten ihre Bemühungen sichtbare Erfolge frei. Die Finanznot des Staates verringerte sich deutlich, und das Volk zollte ihr Bewunderung dafür, dass sie den weitläufigen kaiserlichen Haushalt ebenso umsichtig führte wie eine sparsame deutsche Hausfrau. So verband sie ein klares, entschlossenes Handeln mit dem praktischen, weiblichen Instinkt für Ordnung und Effizienz. Die adeligen Damen in ihrem Umfeld spürten immer deutlicher, dass sich ein Wandel anbahnte. Mein lieber Gemahl, siehst du, wie sich die Zeiten verändern? Kann ein Wechsel auf dem Thron wirklich die Teller der einfachen Leute und sogar die Gespräche im Adel so sehr beeinflussen? Wo früher funkelnder Schmuck, kunstvolle Porzellane und strahlende Roben den Ton angaben, geht es heute darum, dem Volk zu helfen, dessen Sorgen zu bedenken und nach Lösungen zu suchen. Ich vermisse unseren verstorbenen Herrscher von Herzen. Zu seiner Zeit brauchte ich mir keine Gedanken darüber zu machen. Da reichte es, bei seinen glanzvollen Festen meine Pracht zu zeigen, und alles war gut. Maria Theresias tiefe Zuneigung und hohe Wertschätzung gegenüber ihrem Gemahl zeigte sich in ihrer Entscheidung, ihn sogleich zu ihrem Mitregenten zu ernennen und ihm die mit der Krone Böhmens verbundenen Kurwürden zu übertragen. Bereits nach wenigen Wochen auf dem Thron traf sie diese kluge und zugleich liebevolle Maßnahme, die nicht nur ihren persönlichen Wunsch widerspiegelte, sondern auch Österreichs delikate Lage auf dem diplomatischen Parkett bedachte. Sie wusste um die Zerbrechlichkeit des Gleichgewichts in Europa und ahnte, wie leicht ein kleiner Fehltritt verheerende Kriege auslösen konnte. Obwohl die pragmatische Sanktion, jenes Erbfolgerecht, das ihr Vater mit großem Aufwand gesichert hatte, weithin anerkannt war, blieb Maria Theresia auf der Hut. Sie war sich der Möglichkeit bewusst, dass so mancher die Gelegenheit ergreifen könnte, um die Legitimität ihrer Herrschaft anzuzweifeln. Auch die Erhebung ihres Gemahls zum Kaiser schien Konfliktpotenzial zu bieten. Doch die Stände ihres Reiches unterstützten beide Entscheidungen, und als an mancher Stelle leiser Widerspruch laut wurde, ignorierte sie ihn souverän. Bayern etwa beanspruchte die Krone Böhmens für sich, sah sich jedoch rasch mit einer kaiserlichen Truppenpräsenz im betreffenden Gebiet konfrontiert und verzichtete daraufhin. So gesichert blickte Maria Theresia voller Zuversicht in die Zukunft. Sie wusste ihr Volk treu hinter sich, besaß eine ergebene Armee und sah vorerst keine äußeren Gefahren, die ihren Frieden hätten stören können. Kapitel 3 – Friedrichs Vormarsch und Maria Theresias Widerstand. Wo sich die Spree in ihren sandigen Ufern windet, begann eine neue Macht emporzusteigen. Prinz Eugen, der galante Ritter, hatte diesen Augenblick mit weit größerer Klarheit vorhergesagt als jene, die ihren Blick lediglich auf die pragmatische Sanktion gerichtet hatten. Sein Rat, so weise und gut gemeint er auch war, blieb ungehört. Nun gab es am kaiserlichen Hof niemanden, der mit dem vorausschauenden strategischen Geist eines Eugen von Savoyen hätte aufwarten können. Derweil trat eine eindrucksvolle Gestalt ins Rampenlicht: der junge König von Preußen, Friedrich II. Oft verglich man ihn mit einem Adler, der nur einen Kopf besitzt. Doch sein Verstand und sein Ehrgeiz machten diesen einen Kopf wahrlich außergewöhnlich. Im Jahr 1740 stiegen gleich zwei bedeutende Herrscher auf den Thron: Friedrich in Preußen und Maria Theresia in Österreich.
Beide waren jung, tatkräftig und begabt und sollten zu prägenden Gestalten ihrer Epoche werden. Friedrich erbte ein kleineres, noch aufstrebendes Königreich, während Maria Theresia ein großes, bereits etabliertes Reich übernahm. Doch allein die Tatsache, dass sie nahezu gleichzeitig in diese Position gelangten, ließ viele aufhorchen. Man fragte sich in ganz Europa, ob diese zwei Monarchen, die einander ebenbürtig schienen, zwangsläufig in Konflikt geraten würden. Eine gewisse Spannung lag in der Luft und zahlreiche Beobachter rechneten mit einer unweigerlichen Konfrontation. In Wien unterschätzte man Friedrichs Stärke. Schon zu Beginn seiner Regentschaft hatte der preußische König leise, aber stetig ein schlagkräftiges Heer aufgebaut, seine Soldaten modern ausgerüstet und große Summen in der Staatskasse angesammelt. Sein Ziel war den Eingeweihten seit langem klar. Er wollte Schlesien, das er aufgrund alter Verträge als sein rechtmäßiges Erbe betrachtete. Friedrich handelte mit atemberaubender Schnelligkeit. Kaum war in Berlin ein Hofball über die Bühne gegangen, brach seine Armee nach Schlesien auf. Die diplomatischen Gesten, die er gleichzeitig in Richtung Wien sandte, dienten lediglich als Tarnung. Graf Cotter wurde entsandt, um Bedingungen vorzutragen, die einen Krieg hätten abwenden können, doch Österreich lehnte ab. Zu diesem Zeitpunkt waren Friedrichs Truppen längst dabei, die Grenze nach Schlesien zu überschreiten. Friedrich der Große in einer Kriegsratssitzung zu seinen Befehlshabern: Meine Herren, die Stunde ist gekommen, uns zu nehmen, was uns rechtmäßig zusteht. Zu lange schon befindet sich Schlesien im Besitz Wiens, ein Gut, das sie aufgrund veralteter Ansprüche und brüchiger Abkommen halten. Aber wir sind nicht länger ein unbedeutender Akteur am Rand Europas. Wir sind Preußen, und unsere Stärke wächst mit jedem Tag. Unsere Kassen sind gefüllt, unser Heer ist diszipliniert und bereit. Die Österreicher erkennen nicht, wer wir sind. Sie unterschätzen unseren Willen und unsere Kraft. Das ist ihr erster Fehler und wird nicht ihr letzter sein. Heute Nacht tanzte ich noch auf dem Hofball, morgen wehen unsere Banner in Schlesien. Geschwindigkeit sei unser Verbündeter, Präzision unsere Waffe. Wien setzt auf Diplomatie, wir antworten mit Tatkraft. Sie mögen sich an die pragmatische Sanktion klammern wie an einen Schild. Wir werden mit Stahl zuschlagen. Dies ist nicht bloß ein Feldzug, meine Herren, es ist eine Botschaft. Die Welt soll wissen, dass Preußen auf der Bühne erschienen ist und Achtung nicht für Worte, sondern für Taten fordert. Wie ein Donnerschlag traf diese Nachricht Maria Theresia. Der Angriff kam unvermutet und ohne Vorwarnung, doch an ein Nachgeben in Schlesien war für sie nicht zu denken. Der Preis, den man für die Missachtung von Prinz Eugens Rat während der Regierungszeit ihres Vaters nun zahlen musste, war jedoch hoch. In ihrer Entschlossenheit, das Reich zu verteidigen, wandte sich Maria Theresia an die europäischen Mächte, die sich einst verpflichtet hatten, die pragmatische Sanktion zu achten. Sie forderte jene Unterstützung ein, die ihr in feierlichen Verträgen zugesichert worden war. Die Antwort war eine bittere Enttäuschung. Anstatt ihr zur Seite zu stehen, äußerten die Verbündeten nur Anteilnahme und Ausflüchte, während Österreich in seiner Not weitgehend isoliert blieb. Die junge Kaiserin erkannte eine harte Wahrheit: Große Versprechen in Friedenszeiten lösen sich häufig auf, wenn es darauf ankommt, Taten folgen zu lassen. An Worten fehlte es nicht, wohl aber an konkreter Hilfe, sodass Maria Theresia in dieser Krise fast auf sich allein gestellt war. Es blieb keine Zeit für lange Beratungen. Die Lage verlangte rasches Handeln, doch die österreichischen Verbände in Schlesien waren zu schwach, um große Hoffnungen zu wecken. General Brown stellte in Mähren ein Heer auf, aber die winterlichen Gebirgswege waren schlecht, die Jahreszeit ungünstig und die Truppen kamen nur mühsam voran. Inzwischen rückte Friedrich mit seinem gut ausgerüsteten und exzellent gedrillten Heer schnell vor. Als Browne endlich in Reichweite war, hatte Friedrich bereits wichtige Punkte in Schlesien besetzt.
Als sich die beiden Armeen endlich bei Mollwitz gegenüberstanden, begann die Schlacht zunächst unvorteilhaft für Friedrich. Doch sein General Schwerin schaffte es, das Blatt zu wenden und errang einen entscheidenden Sieg über die Österreicher. Diese Niederlage traf das Haus Österreich hart und rasch zeigte sich, dass ein Unglück selten allein kommt. Ermutigt durch Friedrichs Erfolg ließen Österreichs heimliche Feinde ihre Maske fallen und traten offen auf die Seite Preußens. Besonders Frankreich, das schon lange ein Auge auf die Ausdehnung bis an den Rhein warf, ergriff die Gelegenheit mit Nachdruck. Bald hörte man Stimmen, die eine Aufteilung der österreichischen Erblande unter den Gegnern ins Spiel brachten. In Paris diskutierte man in den Kreisen der Ratgeber jede mögliche Wendung. Wir müssen alle Einzelheiten bedenken. Man vergesse nicht, dass Österreich keine Führung wie die Prinz Eugens mehr hat. Er liegt nunmehr 6 Fuß tief in ewiger Ruh. Friedrich ist jung und ehrgeizig, während Österreich einem alten, kranken Mann ähnelt. Selbst eine junge und kluge Kaiserin kann sie nicht vor all den Herausforderungen bewahren. Und natürlich sollten wir den Zauber der Frauen nicht unterschätzen. Man hört allenthalben, dass sie nicht nur einen scharfen Verstand besitzt und kluge Politik betreibt, sondern auch eine Schönheit, die sämtliche Männer der Welt zu bezwingen wüsste. Nun lag die Zukunft Österreichs in Maria Theresias Händen. Während altgediente Staatsmänner am Hof zögerten und Zweifel äußerten, zeigte sich die junge Kaiserin unbeirrbar. Sie weigerte sich, auch nur das kleinste Stück Schlesiens oder irgendeinen Teil ihres Erbes preiszugeben. Ihre Haltung wurde zusätzlich bestärkt, als sie einen Sohn zur Welt brachte, den späteren Kaiser Joseph II. Diese Geburt war wie ein Symbol der Hoffnung und Kontinuität, das ihren Mut neu entfachte und das Volk aufrichtete. England bemühte sich, zwischen Maria Theresia und Friedrich zu vermitteln, doch der preußische König war zu keinem Nachgeben bereit. Er verlangte die Abtretung Schlesiens und drohte, sich anderenfalls nicht nur Schlesien, sondern gleich 4 weitere Herzogtümer zu nehmen. Da er dafür bekannt war, seine Drohungen auch wahrzumachen, schien Maria Theresias Lage aussichtslos. Doch sie blieb standhaft, trotz wachsender Gefahren, der Zweifel ihrer Minister, der Ränke ihrer Feinde und der Sicherheit Friedrichs. Jetzt war nicht mehr die Zeit für Verhandlungen, sondern für Taten. Die Situation war ernst, denn die Franzosen waren über den Rhein gezogen und hatten sich mit Bayern verbündet. Passau fiel, Linz war besetzt und auch Wien selbst geriet in Gefahr und wäre wohl eingenommen worden, wenn man weiter vorgerückt wäre. Inmitten dieser Bedrohung handelte Maria Theresia entschlossen, getragen von der Loyalität und Liebe ihres Volkes, die sie allerorten spürte. Die Männer eilten freiwillig zu den Fahnen, und wer ein Schwert führen konnte, rüstete sich zum Kampf. In Wien war die Begeisterung groß und die Arbeit in vielen Werkstätten ruhte, weil Tausende halfen, die längst vernachlässigten Befestigungen der Stadt auszubessern. Frauen und Mädchen fassten gemeinsam mit den Männern mutig mit an, so wie einst bei der legendären Verteidigung Wiens gegen Kara Mustafa. Weit über Österreich hinaus rührte das Schicksal der Kaiserin das Mitgefühl der Menschen, vor allem auch der Frauen in anderen Ländern Europas. In England spendete man großzügig Geld, um die schmale Staatskasse zu unterstützen. Doch selbst dieser Zuspruch konnte die Übermacht der Gegner kaum aufwiegen. In dieser Lage erwies sich Ungarn, das Maria Theresias Herz in besonderem Maße gewonnen hatte, als ihr treuester Verbündeter. Als Maria Theresia vor den ungarischen Reichstag trat, erblickten die versammelten Stände eine tief bewegte junge Frau, die ihnen mit ernster, sorgenvoller Miene entgegenblickte. Die Reaktion der ungarischen Magnaten kam unverzüglich und war von seltener Einmütigkeit. »Wir sind bereit, für unsere Königin Maria Theresia zu sterben«, riefen sie in glühender Begeisterung, während sie ihr Hab und Gut für den Kriegseinsatz zur Verfügung stellten. Diese kraftvolle Erklärung der Treue machte Ungarn zum Grundpfeiler ihrer Verteidigung und bewies, dass die Liebe des Volkes zu ihrer Regentin ihre wirksamste Schutzmauer war.
Tief bewegt von dieser Loyalität vergoss Maria Theresia Tränen der Rührung, und auch im Landtag ergriff die Versammlung eine nicht minder starke Ergriffenheit. Als dann ihr Gemahl offiziell als Mitregent anerkannt und der Lehnseid geleistet wurde, hob Maria Theresia ihren jungen Sohn Joseph empor. Dieses kraftvolle Zeichen verstärkte die Begeisterung nur noch, und die Magnaten schworen erneut, für ihre Königin zu sterben. Sie gelobten, wenn nötig, ihre goldenen und silbernen Kleinodien zu opfern und sogar den Kirchenschmuck einzuschmelzen, um die Ausgaben für den Krieg zu decken. Die Kaiserin schöpfte aus dieser überwältigenden Hingabe und Opferbereitschaft neuen Mut. Ein Thron, der auf solch treuer Gefolgschaft ruht, ist nicht leicht zu erschüttern, und Ungarn erwies sich als verlässlicher Partner. Die ungarischen Truppen, ein bunter Zusammenschluss von Völkerschaften aus dem Donauraum, darunter Kosaken und andere wilde Reiter, brachten eine ungezähmte Kraft in den Kampf. Zwar konnten sie in einer geordneten Feldschlacht den disziplinierten preußischen Truppen nur schwer standhalten, doch ihre Begeisterung und Treue machten sie zu einer unschätzbaren Unterstützung. Die ungarischen Edelleute, vereint mit ihren Gefolgsleuten, verliehen der Sache der Königin spürbares Gewicht. Während die Vorbereitungen zur Aufstellung der ungarischen Verbände im Gange waren, ein Unterfangen, das natürlich Zeit brauchte, da ein Heer sich nicht über Nacht formen lässt, sammelten sich alle weiteren Unterstützer um die Kaiserin. Inzwischen rückten die Gegner bis Linz vor, und Maria Theresia richtete ihre Hoffnung auf England. Sie hoffte auf finanzielle Hilfe aus London und auf Truppen aus Hannover, doch sie sollte enttäuscht werden. Georg II. Von England hatte zwar zunächst ein Heer in Hannover zusammengezogen, doch die Franzosen unter Maillebois marschierten durch Westfalen, und damit wandelten sich die Verhältnisse. Um seine eigenen Interessen zu schützen, traf Georg die Entscheidung, sich mit den Franzosen zu einigen, statt den angekündigten Beistand für Maria Theresia zu leisten. Nach dem Sprichwort »Der Nächste ist sich selbst der Nächste« stellte er das Wohl Hannovers über frühere Zusicherung von Ritterlichkeit und Loyalität. Maria Theresia in einer Kriegsratssitzung zu ihren Kommandeuren: Unsere Feinde glauben, sie hätten den Sieg schon in der Tasche. Österreich werde unter der Last ihrer Armeen und Bündnisse zusammenbrechen. Aber sie unterschätzen uns. Sie sehen Wien als verwundbar, doch hinter seinen Mauern schmieden meine Untertanen Hoffnung aus der Verzweiflung und bauen wieder auf, was Vernachlässigung zerfallen ließ. Linz mag gefallen sein, Passau auch, aber wir sind weit davon entfernt, besiegt zu sein. Blickt nach Ungarn, wo die Treue so heiß brennt wie eine lodernde Waffe. Ihr Ruf, mit uns zu stehen, im Notfall für uns zu sterben, ist nicht bloß ein Versprechen, sondern eine Kraft, die uns vorantreiben wird. Wir kämpfen nicht allein um Land oder Ehre, sondern um das Überleben dieses Reiches, um unsere Familien, unsere Zukunft und jene Grundsätze, die uns als Volk einen. Jede Entscheidung, die ihr trefft, jeder Schritt, den ihr tut, soll den Opfern und dem Vertrauen aller gerecht werden, die auf uns bauen. Dies ist nicht das Ende. Es ist der Anfang unseres Wiedererstarkens. Gemeinsam werden wir Europa zeigen, dass Österreich sich nicht beugt, sondern wächst, wenn der Druck steigt. Angesichts der Bedrohung durch Frankreich, Bayern und Sachsen auf der einen Seite und Preußen auf der anderen verfügte Maria Theresia über kein Heer, das diese Übermacht hätte aufhalten können. Unter solchen Umständen war eine Einigung mit Friedrich II., die unter Englands Vermittlung zustande kam, eine äußerst willkommene Entwicklung. Friedrich stimmte zu, indem er den Besitz Schlesiens zugesprochen bekam. Auf diese Weise war vorläufig auch die Gefahr gebannt, die vom bayerischen Kurfürsten ausging. Der Vertrag von Oberschnellendorf, den beide Seiten im Geheimen schlossen, verschaffte Maria Theresia eine Atempause und die Möglichkeit, sich anderen Feinden zuzuwenden. Eine Atempause war tatsächlich nötig, denn Bayern und Frankreich setzten inzwischen ihren Vorstoß in Richtung Böhmen fort. Der bayerische Kurfürst, dem eine Krone winkte,
richtete nun sein Augenmerk auf Böhmen, statt sich direkt Wien zuzuwenden, das sonst möglicherweise rasch hätte fallen können. Indes rückte Maria Theresias Armee, rund 60.000 Mann stark, nach Böhmen vor, um Prag zu entsetzen. Dort verteidigte sich eine Garnison von kaum 3.000 Soldaten verzweifelt gegen die vereinten Truppen aus Frankreich, Bayern und Sachsen. Schnelles Handeln war für die Österreicher unverzichtbar, doch sie kamen zu spät. Prag fiel und der bayerische Kurfürst wurde zum König von Böhmen gekrönt. Für ihn nur ein Schritt auf dem Weg zur Kaiserkrone. Ohne Zeit zu verlieren, verließ Kurfürst Karl Albrecht von Bayern Prag, setzte eine Statthalterschaft ein und reiste über München und Mannheim nach Frankfurt, wo die Kaiserwahl stattfand. Maria Theresia, noch erschüttert von diesen Verlusten, hoffte, dass ihr Gemahl zum Kaiser gewählt würde. Doch angesichts der jüngsten Erfolge des bayerischen Kurfürsten wuchs dessen Ansehen und so wurde er am 30. Januar 1742 zum Kaiser gewählt und am 12. Februar desselben Jahres gekrönt. Kapitel 4 Eine Krone, geprüft in Feuer und Stahl. Karl Albrecht, der Kurfürst von Bayern, hatte den Gipfel seiner Wünsche erreicht und sich zum Kaiser krönen lassen, doch schon kurz nach der Krönung wandte sich das Schicksal gegen ihn. Unmittelbar nach seiner Inthronisation fiel seine Hauptstadt München in die Hände von Maria Theresias Truppen. Mit Hilfe des tapferen Khevenhüller und der Unterstützung der Ungarn gelangen ihrem Gemahl wichtige Erfolge in Böhmen. Gemeinsam schnitten sie die in Österreich stehenden gegnerischen Kräfte von jenen in Böhmen ab und führten einen Feldzug, der den Feinden empfindlichen Schaden zufügte. In Bayern erzielten die Österreicher rasch die Oberhand, sodass bald über der ganzen Provinz die Fahnen Maria Theresias wehten. Diese Wendung des Kriegsglücks erregte das Interesse Friedrichs II., der sich nun erneut in die Auseinandersetzungen einschaltete. Da der Vertrag von Oberschnellendorf in der Praxis nicht mehr bestand, fühlte er sich an dessen Bestimmungen nicht länger gebunden. Friedrich verkündete vor seinen Kommandeuren bei der Beratung über sein weiteres Vorgehen: Einmal mehr zeigt sich, dass Europa nicht fähig ist, im Frieden zu leben. Die Geschichte lehrt uns, dass die Ambitionen der Herrscher unerschöpflich sind. Wer in diesen Landen bestehen will, darf sich nicht in den Genüssen sicherer Paläste und wollüstiger Nächte verlieren. Wir müssen aufs Schlachtfeld zurückkehren. Es gibt immer noch mehr zu holen, und wir sind ein Königreich, das nach Höherem strebt. Nun ist es an der Zeit, das Jammern der Kinder auf dem Schlachtfeld zum Verstummen zu bringen. Er verbündete sich abermals mit dem bedrängten, nun zum Kaiser gewordenen Karl Albrecht, wodurch die Kampfhandlungen erneut aufflammten. Dieses Wiederaufflackern des Krieges bereitete Maria Theresia noch größere Sorgen als zuvor. Friedrichs militärische Erfolge und seine unermüdlichen Versuche, weitere Verbündete gegen Österreich zu gewinnen, brachten den Krieg in gefährliche Nähe zu ihrem Kernland. Seine Zieten-Husaren rückten bis Stockerau vor und drohten, alles zu verwüsten. Maria Theresia mahnte ihre Feldherren: Der Löwe ist erwacht und verlässt seine Höhle wie ein neidischer Jüngling, der alles begehrt, was ich besitze. Wir müssen unsere Truppen sammeln und verstärken. Uns stehen schwere Schlachten bevor und wir dürfen nicht zulassen, dass Aasgeier auf uns herabstürzen und auf unseren Sturz warten. Jeder Fußbreit unserer Erde ist zu verteidigen, und das Blut soll denen gehören, die es wagen, gierig nach uns zu greifen. Dies ist ein Kampf ums Überleben. Wir werden keinen Schritt weichen. Das befürchtete Unheil blieb jedoch aus. Friedrichs Vorstoß wurde durch Sachsen eingedämmt, und Frankreich zeigte wenig Interesse daran, Preußen weiter zu unterstützen. Obwohl Friedrich nach einem Ausweg aus dem Konflikt mit Österreich strebte, kam es zu weiteren dramatischen Ereignissen in den Schlachten von Chotusitz und Czaslau. Dort errang er zwar den Sieg, musste dafür jedoch einen hohen Preis zahlen. Da beide Seiten erschöpft waren und den Krieg beenden wollten,
unterzeichnete man im Sommer des Jahres 1742 den Frieden von Breslau. Nach diesem Vertrag erhielt Friedrich die Herzogtümer Ober- und Niederschlesien sowie Glatz und verzichtete auf alle weiteren Ansprüche gegenüber Maria Theresia. Die Grenzen wurden klargezogen und gaben ihr neue Handlungsfreiheit, doch sie musste den schmerzlichen Verlust Schlesiens hinnehmen, jenes glänzenden Juwels in ihrer Krone. Dennoch erkannte sie, dass dieses Opfer unvermeidlich war, um den Rest ihres Erbes zu bewahren. Mit der Beilegung des Konflikts in Schlesien konnte Maria Theresia ihre Kräfte auf andere Fronten lenken. Durch diese wiedergewonnene Stärke war es ihr nun möglich, die verbleibenden Feinde, besonders in Böhmen, entschiedener anzugehen. Außerdem brachte der Friede von Breslau einen weiteren Vorteil mit sich. Er ermutigte ihre Verbündeten, ihr erneut die Hand zu reichen. Dank dieser Unterstützung richtete sie nun ihren Blick auf die Rückeroberung Böhmens und seiner Hauptstadt. In Italien hatte sie zwar einige Gebietsabtretungen vornehmen müssen, konnte jedoch ebenfalls Erfolge verbuchen. Nun schickte sie zusätzliche Truppen nach Böhmen, um die Belagerung Prags zu verstärken. Innerhalb der Stadtmauern sahen sich die französischen Truppen wachsender Not ausgesetzt, was sowohl in Prag als auch in Paris Unruhe auslöste, so sehr, dass Marschall Belle-Isle nach diplomatischen Lösungen suchte. Maria Theresia jedoch blieb standhaft und lehnte sowohl Belle-Isles Kapitulationsvorschläge als auch Angebote aus Frankreich entschlossen ab, wenngleich sie wusste, dass sie ihre Gegner damit weiter reizen würde. Die Lage in Prag verschlimmerte sich für die Franzosen rasch. Immer mehr Lebensmittel gingen aus, die Kälte des Winters machte die Not noch unerträglicher und nur die Hoffnung, dass das französische Hilfskorps unter Harcourt den Durchbruch schaffen könnte, hielt die Verteidiger aufrecht. Doch Khevenhüller blockierte Harcourt entlang der Donau und Frankreich hatte mit Rückschlägen auf anderen Schauplätzen zu kämpfen. Auch das französische Heer am unteren Rhein wurde aufgehalten und konnte keine Verstärkung bereitstellen. Trotz dieser Schwierigkeiten befahl der französische König eine riskante Aktion. Der Oberbefehlshaber am Rhein ließ einen Teil seiner Streitkräfte zurück, um die Engländer fernzuhalten, und marschierte nach Bayern, wo er sich mit einem bayerischen Korps vereinte. Zur gleichen Zeit wurde Graf Moritz von Sachsen anstelle Harcourts an die Donau entsandt und vermied geschickt Khevenhüllers Aufgebot, um sich rasch mit Maillebois' Abteilung zu vereinen. Dieser gewagte Vorstoß war beinahe von Erfolg gekrönt. Während die belagernde österreichische Armee versuchte, die neue Gefahr abzuwehren, plante die in Prag eingeschlossene französische Besatzung die Flucht und den Anschluss an Maillebois. Doch scheiterten beide Vorhaben schließlich. In Prag, wo Lobkowicz das Kommando führte, waren die Franzosen nicht länger imstande, der Belagerung zu trotzen. Der Mangel an Nahrung und Brennholz machte die Lage hoffnungslos. Dennoch gelang es Belle-Isle durch eine geschickte Täuschung, die französische Garnison mit Artillerie und Vorräten aus der Stadt zu führen. Die Österreicher bemerkten den Rückzug zu spät, um ihn zu verhindern, und nahmen zwar die Verfolgung auf, doch die flüchtenden Franzosen entkamen in Richtung Eger unter unbeschreiblichen Entbehrungen und unter großen Verlusten. Jene französischen Soldaten, die in Prag verblieben waren, standen kurz davor, in österreichische Gefangenschaft zu geraten, konnten diesem Schicksal jedoch entgehen, weil ihr Kommandant ein letztes verzweifeltes Druckmittel ins Spiel brachte. Im Krieg gibt es Siege und Niederlagen. Ich weiß, ihr habt uns umzingelt, gierig auf unser Blut wie ein Rudel wilder Hunde. Würde es an mir liegen, so würde ich kämpfen. Doch ich hege keine Illusionen über unsere Chancen auf einen Sieg. Sollen wir ohnehin fallen, dann aber nach unserem eigenen Willen. Wir werden die Stadt in Brand setzen und gemeinsam in den Flammen untergehen. Was ihr nach uns noch findet, sind bloß die Asche Prags. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Königin in dieser Ruine krönen. Oder ihr entscheidet euch für die Vernunft, zieht euch zurück und lasst uns ehrenvoll abziehen. Das wäre die klügste Wahl, die ihr treffen könnt. Lobkowicz,
der die Zerstörung Prags um jeden Preis vermeiden wollte, lenkte ein und erlaubte den Franzosen, die Stadt zu verlassen. Die Österreicher übernahmen ein deutlich mitgenommenes, aber noch stehendes Prag. Viele Bewohner der Stadt, die zuvor die Krönung des bayerischen Kurfürsten bejubelt hatten, litten inzwischen große Not. Doch Maria Theresia übte Milde und ließ sie nicht noch mehr leiden. Mit Ausnahme des Weges bis Eger war Böhmen nahezu vollständig wiedergewonnen, und Maria Theresia ließ sich in einer feierlichen Zeremonie zur Königin von Böhmen krönen, womit sie ihre Herrschaft über das Land bekräftigte. Das Glück begann sich nun auf Maria Theresias Seite zu neigen. Gegen Ende des Jahres 1742 hatte sich ihre Lage in Europa gefestigt. Auch in Italien entwickelten sich die Ereignisse zu ihren Gunsten, doch standen ihr noch Herausforderungen bevor, solche, die wiederum nur mit dem Schwert zu lösen waren. Im Frühjahr setzten die Kämpfe in Bayern erneut ein. Der bayerische Feldmarschall von Seckendorf, den Karl VII. Nach München beordert hatte, trat den Rückzug über die Isar an, während Prinz Karl von Lothringen und der erfahrene General Kefenhüller ihm hartnäckig folgten. Der französische Befehlshaber Broglio, der in Osterhof stand, blieb untätig, obwohl Seckendorf ihn mehrfach um Hilfe bat. Das bayerische Heer geriet in immer größere Bedrängnis, als eine ganze Abteilung unter General Minuzzi in einer blutigen Schlacht vernichtet wurde, wobei Minuzzi selbst gefangen genommen wurde. Diese Nachricht sorgte in Wien für Jubel und ließ weitere Erfolge erwarten. Daraufhin wandte Kefenhüller sich gegen die französischen Kräfte, um sie über den Rhein zurückzudrängen. Broglio erkannte die Gefahr und wich vorzeitig aus, zog sich nach Ingolstadt zurück und überquerte dann den Rhein, wo ihn 12.000 zusätzliche Soldaten erwarteten. Erst dort sah er sich in Sicherheit. Bayern, enttäuscht von seinen instabilen Verbündeten, zeigte wenig Dankbarkeit für diesen geordneten Rückzug. Karl VII. Begriff nun endgültig, wie unsicher ihm die französische Unterstützung war. Er musste abermals aus München weichen und sah sich nun dem weiteren Verlust seiner Herrschaftsgebiete gegenüber. Da er keine Alternativen mehr hatte, sah er sich gezwungen, mit Österreich zu verhandeln, um wenigstens seine angestammten Länder zu retten. Mit sorgenvoller Miene offenbarte Karl seinen engsten Vertrauten: Ich glaubte, die ganze Welt stehe gegen Maria, doch irgendwie hat sie ihre Verbündeten vervielfacht und uns in die Schranken gewiesen. Ich war so kurz davor, so unglaublich nah. Aber das Glück und selbst die Winde haben sich auf ihre Seite geschlagen. Wollen wir nicht völlig untergehen, müssen wir unser Vorgehen ändern. Es wird stets eine neue Gelegenheit geben, und wenn sie kommt, müssen wir bereit sein, das Beste daraus zu machen. Maria Theresia bot ihm Frieden an, den Karl VII. Annahm. Er musste seine Ansprüche auf Österreich zurücknehmen und eroberte Gebiete aufgeben. Als Gegenleistung nahm sie seinerseits die Huldigung dieser Länder entgegen, womit Karls frühere Ansprüche in Böhmen effektiv entkräftet waren. Ihre Erfolge mehrten sich, als sich auch englische Truppen in den Konflikt einschalteten. Sie überschritten den Rhein in der Nähe von Frankfurt, verstärkt durch frische Soldaten, und wollten sich mit den österreichischen Kommandeuren vereinen. Trotz der Gegenwehr durch die Franzosen unter Marschall de Noailles errang der englische König Georg II. In der Schlacht bei Dettingen den Sieg. Danach traf sich der König in Hainaut mit den österreichischen Befehlshabern, um einen gemeinsamen Rheinübergang zu planen und die Champagne zu erreichen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, sodass beide Armeen sich in ihre Winterquartiere zurückzogen. Zuvor zerstörten die Engländer noch die französischen Befestigungen am Rhein. Obwohl Maria Theresia bisher große Fortschritte in ihren Feldzügen erzielt hatte, lastete die anhaltende Unruhe in Italien weiter auf ihr. Der spanische Oberkommandierende, dem man Nachlässigkeit vorwarf, wurde abgelöst und durch einen neuen Heerführer ersetzt, der die Versäumnisse wieder ausgleichen sollte. Doch traf er auf den erfahrenen und listigen österreichischen Feldmarschall Graf Traun,
der ihm mit seiner überragenden Kriegskunst entgegenwirkte. Am 8. Tag des 2. Monats im Jahre 1743 gelang Traun ein entscheidender Sieg in einer blutigen Schlacht. Kurz darauf begannen jedoch in Worms Friedensverhandlungen zwischen England, Sardinien und Österreich. Um dieses Bündnis zu festigen, war Maria Theresia zum wiederholten Mal gezwungen, einen Teil ihres Landes abzutreten, diesmal an Sardinien. Dieser schmerzhafte Schritt sicherte ihr allerdings eine wichtige Unterstützung. Noch während die Tinte des Vertrags trocknete, ging Lobkowitz, der nun Trauns Kommando übernommen hatte, erfolgreich gegen die spanischen Kräfte vor und drängte sie zurück. Der König von Sardinien wiederum errang einen vernichtenden Sieg über das vereinte französisch-spanische Heer, das sich daraufhin bis zum Winter tief nach Südfrankreich zurückziehen musste. Zwar musste Maria Theresia im Zuge der Bündnispolitik erneut Teile ihres Gebietes opfern, doch ihre Armeen waren siegreich geblieben, die Allianz gestärkt und ein neuer Partner gewonnen. Kurfürst Friedrich August, der IV. Von Sachsen, der ihr 20.000 Soldaten zusicherte. So sahen die Aussichten für sie zum Ende des Jahres 1743 überaus günstig aus. Bei einem Fest, das ihre jüngsten Erfolge feierte, wandte sich Maria Theresia in kleinem Kreis dankbar an ihre Getreuen. Ich bin tief zufrieden mit dem, was wir in diesem 3. Jahr meiner Regentschaft erreicht haben. Uns steht eine verheißungsvolle Zukunft bevor. Unsere Feinde konnten sich nicht vorstellen, dass eine 23-jährige Frau ihre Krone mit solcher Entschlossenheit verteidigen würde. Aber es gibt vieles, was sie nicht wissen. Seit ich mich selbstbewusst wahrnehme und meinen Platz in dieser Welt erkannt habe, wusste ich, dass ich ein Herrscherleben führen würde. Und darauf war ich vorbereitet. Männer und Frauen tragen fast identische Gehirne in ihren Schädeln, was Größe und Gewicht betrifft. Dank unserer unermüdlichen Heere und ein paar kluger Verbündeter haben wir manchem, der in alten Vorurteilen verhaftet ist, wohl eine Lektion erteilt. Und das nicht zuletzt, weil jene, die noch immer glauben, nach Hexen jagen zu müssen, erkennen mögen, dass sie die Falschen anklagen. Doch neue Wolken zogen auf, denn im Norden begann sich erneut der Löwe an der Spree zu regen. Die gewaltige Armee Friedrichs, die man einst spöttisch die Potsdamer Nachtwache nannte, hatte sich längst als ernstzunehmende Größe erwiesen. Geführt vom scharfen Verstand und unbeugsamen Willen dieses Königs blieb sie eine stete Bedrohung, und die Welt wusste, dass Preußen mitnichten geneigt war, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Kapitel 5 – Zusammenprall der Reiche, der Kampf um Schlesien. Trotz aller sorgfältigen Vorbereitungen sah Maria Theresia dem Frühjahr voller Unruhe entgegen. Der Tod ihres treuen und fähigen Generals Khevenhüller traf sie schwer. Sein Fehlen wog umso mehr, da Österreich nun einer noch größeren Bedrohung gegenüberstand. Ein verstärktes Bündnis zwischen Frankreich und Spanien, wobei Frankreich nicht länger bloß die Feinde Österreichs unterstützte, sondern selbst in den Krieg eingriff. Der Feldzug begann in den Niederlanden, wo ein starkes, gut geführtes französisches Heer den vereinten Truppen aus Österreich, Holland und England gegenüberstand. Diese verbündeten Kräfte waren zahlenmäßig unterlegen und litten unter einer geteilten Führung, sodass die Franzosen klare Vorteile hatten. Um dem entgegenzuwirken, startete Österreich eine Offensive im Elsass, wo sich französische und bayerische Truppen befanden. Unter dem Kommando von Prinz Karl von Lothringen und des von seinen Soldaten liebevoll Vater Traun genannten Grafen Traun gelang den Österreichern ein beachtlicher Erfolg. Während in den Niederlanden die Franzosen die Oberhand gewannen, rückten die Österreicher im Elsass siegreich vor. Unterdessen brachte der Zweite Schlesische Krieg neue Herausforderungen. Friedrich von Preußen, entschlossen seine jüngst erworbenen Gebiete zu sichern, hatte die Friedenszeit genutzt, um sein Heer zu stärken.
Zu diesem Zeitpunkt befehligte er ein gut ausgerüstetes Aufgebot von 120.000 Soldaten, reichlich Nachschub an Kriegsmaterial und eine bis zum Rand gefüllte Staatskasse, ein Vorteil, den Österreich niemals besessen hatte. Friedrich verstand es wie kaum ein anderer, sein Militär zu finanzieren, ohne den Wohlstand seiner Untertanen zu beeinträchtigen. Diese seltene Fähigkeit gab ihm einen entscheidenden Vorsprung. Friedrich sorgte sich vor allem um Schlesien. Seit dem Frieden von Breslau war Maria Theresias Macht stetig gewachsen, und er glaubte, dass sie mit ihren erstarkten Bündnissen versuchen würde, jene Provinz zurückzuerobern, die sie niemals wirklich aufgegeben hatte. Aus seiner Sicht machte ihre Entschlossenheit einen neuen Konflikt unausweichlich. Kurz vor seinem Vorgehen wandte sich Friedrich im Kriegsrat an seine Befehlshaber. Maria Theresia ist in letzter Zeit stärker und erfahrener geworden und zweifellos auch selbstbewusster. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die erstbeste Gelegenheit ergreift, um sich die Gebiete zurückzuholen, die wir ihr genommen haben. Wer eine Katastrophe verhindern will, muss ihr zuvorkommen. Alles andere wäre Torheit. Ich bin kein Tor und werde nicht untätig auf meinem Thron sitzen und warten, bis sie ihre Jagdhunde auf mich loslässt. Vielleicht markiert dies den Anfang ihres Untergangs. Oder vielleicht bietet sich uns hier die beste Gelegenheit, uns das anzueignen, was sie für sich beansprucht. Obwohl er den Wert von Bündnissen mit neutralen Fürsten im Reich wohl erkannte, scheiterten seine Versuche, diese für seine Sache zu gewinnen. Stattdessen verbündete er sich mit Frankreich, Kaiser Karl VII. Und weiteren Mächten, um seine Position zu festigen und den Feldzug gegen Österreich zu verstärken. Als Maria Theresia von Friedrichs Plänen erfuhr, wurde ihr schwer ums Herz. Doch ihr Gottvertrauen und die Gewissheit um die Gerechtigkeit ihrer Sache verliehen ihr Stärke. Ihre Entschlossenheit kam in folgenden Worten zum Ausdruck: Gott kennt mein gerechtes Anliegen. Er wird mich schützen, so wie er es einst getan hat. In den darauffolgenden Briefen warfen sich Maria Theresia und Friedrich gegenseitig den Bruch des bestehenden Vertrags vor. Diese Korrespondenz blieb wirkungslos. Schließlich erklärte Friedrich offiziell den Krieg, vermeintlich um Kaiser Karl VII. Beizustehen. Ein Heer von 100.000 Soldaten marschierte in Böhmen ein, während ein Teil seiner Truppen in der Kurmark und in Schlesien zurückblieb, um diese Gebiete zu sichern. Der Einmarsch traf Sachsen unvorbereitet. Einige Abwehrversuche scheiterten, denn Friedrichs General Zieten räumte mit seinen Husaren jede Widerstandsbarriere aus, so dass Friedrich Prag in erstaunlicher Geschwindigkeit erreichte. Angesichts dieser ernsten Gefahr rief Maria Theresia das Aufgebot ihres Landes zu den Waffen. Doch diese Miliz war der disziplinierten und schlagkräftigen preußischen Armee nicht gewachsen. In ihrer Verzweiflung wandte sich die Kaiserin erneut an ihr treues Ungarn. Sie reiste nach Pressburg, wo ihre feurige Ansprache und ihre würdevolle Erscheinung abermals einen Sturm der Begeisterung entfachten. In unvergleichlicher Opferbereitschaft versammelten sich 40.000 Ungarn zu ihren Fahnen, weitere 30.000 bildeten eine Reserve und 10.000 rückten augenblicklich nach Böhmen aus, um Friedrichs Vormarsch zu stoppen. Diese massive Unterstützung war vor allem dem Wirken des greisen Palatins Palffy zu verdanken, der zwar selbst nicht mehr ins Feld ziehen konnte, aber seine Landsleute in den Dienst Maria Theresias rief. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit übersandte sie ihm ein Schreiben, das bis heute als zeitloses Beispiel feinster Rhetorik gilt, zusammen mit bedeutsamen Geschenken: ihrem besten Pferd, einem mit Juwelen besetzten Schwert und einem Diamantring. Das Begleitschreiben lautete: Mein Vater Palffy, ich sende euch dieses Pferd, das allein von einem der edelsten meiner Untertanen geritten werden darf. Nehmt auch dieses Schwert an euch, um mich gegen meine Feinde zu verteidigen, und bewahrt diesen Ring als Zeichen meiner bleibenden Zuneigung. Theresia. Die Nachricht von Maria Theresias. Brief und Geschenken an Palffy verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Ungarn,
und entfachte einen neuen Eifer unter den Menschen, die der Kaiserin bereits so oft ihre Treue bewiesen hatten. Doch ehe die ungarischen Verstärkungen eintrafen, gelang es Friedrich, Prag und einige andere wichtige Städte einzunehmen. Mancher Verbündete Maria Theresias verlor den Mut, sie jedoch blieb unerschütterlich. Erst als die ungarischen Truppen eintrafen, drängte Maria Theresia Sachsen zu entschlossenerem Vorgehen und rief Prinz Karl von Lothringen nach Böhmen zurück. Trotz der überlegenen Stärke Friedrichs errang Prinz Karl bedeutende Erfolge. Von Elsass her rückten österreichische Verbände nach, verstärkt durch sächsische Einheiten, und der erfahrene Graf Traun entwickelte einen ausgeklügelten Plan. Er wollte Friedrich vom Nachschub abschneiden und in Prag aushungern. Friedrich versuchte immer wieder, Traun zu einer offenen Feldschlacht zu bewegen, doch Traun wich jeder direkten Konfrontation geschickt aus. Stattdessen setzte er leichte Reiterei ein, die unablässig Friedrichs Truppen bedrängte, ihre Versorgungswege kappte und ihnen Proviant entzogen. Gleichzeitig verbargen die Bewohner Böhmens in Absprache mit Maria Theresias Soldaten ihre Vorräte oder brachten sie in die Wälder. Friedrich, vor Zorn schäumend, musste zusehen, wie sein Heer von Hunger und Entbehrungen heimgesucht wurde. Die Moral der Soldaten sank rapide, es kam zu Unruhen unter den Truppen und zu vermehrten Desertionen. Schließlich sah sich Friedrich gezwungen, den Rückzug anzutreten, sehr zu seinem eigenen Missfallen. Durch Friedrichs Rückzug gelang es Österreich, Böhmen ohne große Verluste zurückzugewinnen. Traun ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und drängte die fliehenden Preußen bis nach Glatz und Oberschlesien vor. Tatsächlich schien es beinahe, als könnte Maria Theresia jene Provinz zurückerlangen, der sie so lange nachgetrauert hatte. Doch in dem Augenblick, da ihr Sieg zum Greifen nahe schien, wendete sich das Kriegsglück plötzlich und drohte ihre Hoffnungen zu zerschlagen. Denn das österreichische Heer hatte man leichtsinnig verstreut, die sächsischen Verbände zogen sich zurück und andere Abteilungen wurden auf entlegene Kriegsschauplätze beordert. Dadurch erhielt Friedrich die Chance, sich zu sammeln und selbst die Offensive zu ergreifen. Er nutzte diese Gelegenheit sofort, zwang Graf Traun zum Rückzug nach Mähren und richtete den Österreichern noch einige spürbare Schläge aus, bevor beide Seiten in ihre Winterquartiere gingen. Zwar musste Maria Theresia Friedrich einige Vorteile zugestehen, doch insgesamt war dieser Feldzug zu ihren Gunsten verlaufen. Friedrich, des anhaltenden Krieges müde, zeigte sich bereit zum Frieden, doch Maria Theresia ging nicht darauf ein. Sie hatte sich mit England, Holland und Sachsen neu verbündet und sah nun die Möglichkeit, Schlesien, das geraubte Juwel, zurückzugewinnen. Kaum hatte das Frühjahr begonnen, starb am 20. Tag des ersten Monats im Jahr 1745 Kaiser Karl VII. Sein Tod veränderte das Machtgefüge dramatisch. Maria Theresia wollte die Kaiserkrone in ihr eigenes Haus zurückbringen und erhoffte, dass diese nun ihrem Gemahl zufallen würde. Tief bewegt nahm Maria Theresia die jüngsten Ereignisse auf und sprach in ihrem nächtlichen Gebet: Allmächtiger Gott, sende mir dein himmlisches Licht, möge deine Wärme meine Seele entflammen und die Augen meiner Feinde blenden, und jenen, die mir nahestehen und doch hinter meinem Rücken nach meinem Untergang streben, lege solch Furcht ins Herz, dass sie in ihren Träumen von meinen Hufen zermalmt werden wie Feldmäuse unter dem Fuß. Der verstorbene Kaiser hatte seinem Sohn, Kurfürst Maximilian Joseph, ans Herz gelegt, Frieden mit Österreich zu schließen und auf die Kaiserkrone zu verzichten. Doch der junge Nachfolger geriet unter den Einfluss ehrgeiziger Ratgeber. Nach weiteren österreichischen Erfolgen sah er sich jedoch bald gezwungen, wie sein Vater zuvor, aus München zu fliehen. Da seine Lage immer aussichtsloser wurde, ging er schließlich auf die väterlichen Mahnungen ein und ersuchte um Frieden, der am 22. Tag des 4. Monats im Jahr 1745 in Füßen geschlossen wurde. Der Füßener Vertrag stellte Maximilian Josephs verlorene Gebiete wieder her,
verpflichtete ihn jedoch, auf alle Ansprüche an die österreichische Erbfolge zu verzichten. Er erkannte Maria Theresias Rechte aus der pragmatischen Sanktion an und sicherte seine Stimme für die Kaiserwahl zugunsten ihres Gemahls zu. Damit war die sogenannte Frankfurter Union zerschlagen und Friedrich von Preußen stand fortan allein. Friedrichs Lage verschlechterte sich weiter, als Russland ankündigte, keinen Angriff auf Sachsen zu dulden, was praktisch eine Zusage zur Unterstützung Österreichs darstellte. Diese Haltung stärkte das Viererbündnis von Österreich, England, Holland und Sachsen, das sich in Warschau gebildet hatte, so dass Friedrich einer stets enger geschlossenen Front gegenüberstand. Friedrich kam zu dem Schluss, dass es besser wäre, einen Vergleich zu suchen, anstatt sich einer übermächtigen Koalition zu stellen. Er bot daher abermals günstige Bedingungen an, doch die Verhandlungen scheiterten an seiner Weigerung, Schlesien aufzugeben, ein Land, das Maria Theresia um jeden Preis zurückgewinnen wollte. Inzwischen sicherte sie sich die Unterstützung Sachsens, was Friedrichs Isolation weiter verschärfte. Seine Mittel erschöpften sich nach und nach. Selbst das königliche Tafelgeschirr hatte er bereits einschmelzen und zu Münzen prägen lassen, doch selbst das reichte kaum aus. Dennoch blieb Friedrich, trotz aller Schwierigkeiten, unbeirrt. Sein scharfer Verstand und sein unbeugsamer Charakter ließen ihn nicht in Furcht erstarren. Mit Beginn der neuen Kampagne zeigte sich die veränderte Kräfteverteilung deutlich. Maria Theresia sandte ein Heer von 80.000 Soldaten, unterstützt von 30.000 Sachsen, nach Schlesien, um diese Provinz zurückzuerobern. Ihre Truppen waren guten Mutes, begünstigt durch das Gerücht, Friedrich sei entmutigt und erschöpft von seinen Rückschlägen. Was sie nicht wussten: Diese Gerüchte hatte Friedrich absichtlich selbst verbreitet. Friedrich lockte die Österreicher geschickt in eine Falle. Er wählte eine verborgene Position und wartete ruhig und selbstsicher, bis Prinz Karl von Lothringen mit dem österreichischen Heer über das Gebirge zog. Der Plan ging perfekt auf. Die Österreicher erblickten von einem Berggipfel aus nur eine kleine Abteilung preußischer Soldaten, die nach ihrer Einschätzung die Nachhut einer nach Breslau zurückweichenden Truppe bildete. Voller Überzeugung, das feindliche Heer zum Rückzug gezwungen zu haben, rückten sie vor, direkt in Friedrichs listig ausgelegtes Netz. Am Morgen des 4. Tages des 6. Monats trafen Friedrichs Truppen bei Striegau auf 2 sächsische Bataillone. Diese, völlig überrascht, hielten an und warteten auf Verstärkung. Friedrich indes zögerte nicht und eröffnete ein verheerendes Artilleriefeuer. Zwar schickten die Österreicher ihre Reiterei zum Gegenangriff, doch diese geriet rasch ins Wanken und wurde entscheidend geschlagen. Die beiden vorderen sächsischen Bataillone wurden fast vollständig aufgerieben und die nachrückenden österreichischen Einheiten ereilte dasselbe Schicksal. Prinz Karl von Lothringen, der die österreichisch-sächsische Armee befehligte, hatte sich völlig täuschen lassen. Er hielt das Kanonen- und Gewehrfeuer für den sächsischen Versuch, Striegau zu erstürmen und sah zunächst keinen Grund, Hilfe zu schicken. Noch immer glaubte er, die Preußen befänden sich auf dem Rückzug nach Breslau. Als er endlich erkannte, dass die Sachsen sich in Auflösung befanden und erkannte, was tatsächlich geschah, war es bereits zu spät. Friedrichs Truppen griffen nun in voller Stärke an, und obwohl Prinz Karl verzweifelt versuchte, die Verteidigung neu zu ordnen, erlagen die Österreicher und Sachsen dem Ansturm. Prinz Karl von Lothringen erwog mit seinen Beratern auf dem Schlachtfeld den möglichen Rückzug. Wir stehen einer kampfstarken Armee gegenüber, die uns in nahezu perfekter Weise in einen Hinterhalt gelockt hat. Törichter Heldenmut ist nicht das, was wir jetzt brauchen. Kluges Ausweichen schützt uns vor größeren Verlusten. Wir kennen unsere Kraft und haben Vertrauen in unsere Soldaten, aber hier stehen wir wie Spieler, die im Schach matt gesetzt werden. Lassen wir den Löwen an seinen eigenen Ambitionen kauen, während wir uns neu formieren, den Kampf in die Länge ziehen und auf Verstärkungen warten. Wir müssen rasch handeln, um unser Überleben zu sichern.
Nach 5 Stunden erbitterter Kämpfe blieb Prinz Karl nur die Flucht über Hohenfriedberg. Friedrich war zwar siegreich, doch seine Truppen waren zu erschöpft, um nachzusetzen. Die Schlacht bedeutete eine schwere Niederlage für Österreich und Sachsen, doch Friedrich konnte seinen Triumph nicht so nutzen, wie er erhofft hatte. Prinz Karl zog sich nach Böhmen zurück und errichtete dort, verstärkt durch die verbliebenen sächsischen Truppen, eine starke Verteidigungsstellung. Friedrich rückte zwar hinterher, wagte aber keinen Angriff auf das gut befestigte österreichische Lager. 3 Monate lang lagen die beiden Armeen einander gegenüber, ohne sich auf eine Schlacht einzulassen. Beide warteten auf Verstärkungen und suchten eine günstige Gelegenheit. Zur gleichen Zeit wurde der Krieg in Flandern fortgeführt, wo Frankreich mehrere Siege über die Alliierten davontrug. König Georg II. Von England, der sich durch Frankreich in Bedrängnis sah, versuchte zwischen Maria Theresia und Friedrich zu vermitteln. Ein Entwurf für einen Friedensvertrag kam zustande, doch als Maria Theresia erfuhr, dass er Friedrichs Besitz an Schlesien bestätigte, lehnte sie ihn energisch ab. Maria Theresia maß der Niederlage bei Hohenfriedberg keine übermäßige Bedeutung bei. Sie vertraute weiter fest auf Prinz Karl von Lothringen, auf ihre ungarischen Soldaten und auf die steigende Gewissheit, dass ihr Gemahl zum Kaiser gekrönt werden würde. Um ihr geliebtes Schlesien wieder zu erlangen, wollte sie nicht weichen. Maria Theresia rief aus: Ich werde den Löwen nicht ruhig schlafen lassen, bis er gezwungen wird, mir zurückzugeben, was mir rechtmäßig gehört. Einst hat er mich mit seiner Gerissenheit überrumpelt, doch nun fürchtet er meine Stärke und greift zu betrügerischen Listen, um mich zu schlagen. Ich werde ihm beweisen, dass auf dieser Welt nichts ohne Mühe erlangt wird. Keinen Fußbreit meines Erbes wird er behalten. Maria Theresias sehnlichster Wunsch ging in Erfüllung, als ihr Gemahl Franz Stephan zum Kaiser Franz I. gewählt und gekrönt wurde. Diese Nachricht bestärkte sie in ihrem Mut und Antrieb, den Krieg entschlossen fortzusetzen. König Georg II. Von England bemühte sich weiter um Frieden, doch ohne Erfolg, und Friedrich nahm die Kampfhandlungen wieder auf. Maria Theresia dachte nicht daran, Schlesien aufzugeben und stellte Friedrich damit vor schwierige Aufgaben. Da die Ungarn in Schlesien bereits Kosel erobert hatten, sandte Friedrich einen Teil seines Heeres dorthin, um die Festung zurückzugewinnen, was ihnen auch gelang. Eine weitere Abteilung führte er nach Halle zu General Dessauer, um die in Brandenburg stehenden sächsischen Truppen abzuwehren. Friedrich selbst rückte mit nur 22.000 Soldaten gegen ein größeres österreichisches Aufgebot vor. Da die Österreicher inzwischen gefährlich nahe herangekommen waren, blieb ihm keine Wahl, als eine Schlacht zu riskieren. Am 30. Tag des 9. Monats im Jahr 1745, in der Nähe von Sohr, als Friedrich seine Truppen neu ordnen wollte, setzte Prinz Karl von Lothringen plötzlich zum Angriff an. Friedrich reagierte rasch, stellte sein Heer in Kampfordnung und ließ seine Kavallerie vorpreschen, mit durchschlagendem Erfolg, der den Weg zum preußischen Sieg ebnete. Belebt vom Erfolg der Reiterei kämpfte auch die Infanterie mit größtem Einsatz und errang einen glanzvollen Triumph für Friedrich. Seine Truppen blieben 5 Tage ungestört auf dem Schlachtfeld, ehe sie nach Schlesien abrückten, um dort zu überwintern. Erneut keimte die Hoffnung auf Frieden, doch bald verfolgte Maria Theresia einen anderen Plan. In Wien überlegte man, einen Winterfeldzug zu starten und direkt gegen Berlin vorzugehen. Unter dem Oberbefehl von Prinz Karl von Lothringen sollten die österreichischen Einheiten mit jenen am Rhein und den sächsischen Truppen bei Halle zusammengeführt und dann die preußische Hauptstadt anvisiert werden. Doch Maria Theresias Vorhaben drang zu früh an Friedrichs Ohr, der sich, seiner Maxime, einer Katastrophe stets zuvorkommen folgend, unverzüglich rüstete. Trotz des hohen Risikos, weil Russland Sachsen im Falle eines Angriffs beistehen wollte, stärkte Friedrich zunächst die Grenze in Schlesien und zog dann unbemerkt und schnell gegen die Österreicher und Sachsen nach der Oberlausitz.
Bei Kunersdorf überraschte er sie mit einem kühnen Angriff, der alle Pläne eines Handstreichs auf Berlin durchkreuzte. Der Sieg der Preußen zerschlug die Moral der österreichischen Truppen. Prinz Karl wich nach Böhmen aus, und die österreichischen Aussichten auf eine erfolgreiche Winterkampagne waren dahin. Friedrich gab sich damit nicht zufrieden. Er zog General Dessauer zu sich nach Sachsen, rückte gegen Dresden vor und bot den Sachsen einen Friedensschluss an. Als diese sein Angebot ablehnten, fiel die Entscheidung auf dem Schlachtfeld. In der Schlacht bei Kesselsdorf begingen die Sachsen einen folgenschweren Fehler, der ihnen eine klare Niederlage gegen Preußen einbrachte. Prinz Karl musste sich mit seinem Heer zurückziehen und die Sachsen verließen ihre Hauptstadt. Friedrich zog am 18. Tag des 12. Monats in Dresden ein. Dieses weitere glanzvolle Ergebnis Friedrichs machte den Weg zum Frieden frei. Kurz darauf einigte man sich auf Bedingungen. Friedrich erkannte die böhmischen Kurrechte Maria Theresias und die Wahl ihres Gemahls zum Kaiser offiziell an, behielt jedoch Schlesien, das Österreich so sehr zurückhaben wollte. Obgleich Österreich in diesem Krieg schwere Verluste hinnehmen musste, errang Maria Theresia doch eines ihrer wichtigsten Ziele: die Anerkennung ihres Gatten als Kaiser. Sie musste sich erneut damit abfinden, dass Schlesien in Friedrichs Händen blieb, und verhüllte ihre Enttäuschung mit höflicher Fassung. Sachsen, das die größte Härte des preußischen Vorstoßes erlitten hatte, war froh, mit verhältnismäßig geringen Zugeständnissen davonzukommen. Der Friede von Dresden beendete die unmittelbaren Feindseligkeiten und sorgte für eine Atempause in Maria Theresias inneren Angelegenheiten, die unter dem langen, verzehrenden Krieg schwer gelitten hatten. Kapitel 6 – Das politische Beben – Der Weg zum Siebenjährigen Krieg. In Italien verschärfte sich die Lage für Maria Theresia noch weiter. Genua, das zuvor neutral geblieben war, verbündete sich mit Spanien, Neapel und Frankreich und stellte 10.000 Soldaten für die feindlichen Streitkräfte. Bis zum 5. Monat jenes Jahres wuchs die vereinte Armee, die Österreich und seinem Verbündeten Sardinien gegenüberstand, auf 70.000 Mann an und stellte eine ernsthafte Bedrohung dar. In Genua herrschte im Senat große Aufregung. Ein Adliger brachte seine kühnen Gedanken unverblümt zum Ausdruck. Viel zu lange haben wir das Geschehen in unserer Umgebung gleichgültig betrachtet und versäumt, unseren Anteil einzufordern. Ein junges Mädchen hat die Wogen aufgewühlt. An ihrer Seite ein halbwüchsiger Knabe, der glaubt, der Krieg sei so einfach wie ein Kinderspiel. Nun ist der Augenblick gekommen, uns auf die Seite der Sieger zu stellen. Wir müssen unseren Anteil sichern und aus den Möglichkeiten Nutzen ziehen, die sich uns bieten. Zwar brachte der Friede von Dresden Maria Theresia etwas Entlastung, zugleich aber auch die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit und Anstrengung. Dieser Friede verschaffte ihr nur eine kurze Verschnaufpause, bevor sie sich der sich zuspitzenden Krise in Italien stellen musste. Um ihre Position zu stärken, entsandte sie Verstärkungen und setzte Prinz Wenzel von Liechtenstein zum Befehlshaber der österreichischen Truppen ein. 30.000 frische Soldaten unter einem fähigen Anführer verbesserten ihre Aussichten erheblich. Der Feldzug begann im Frühjahr des Jahres 1746 und bald wendete sich das Kriegsglück zugunsten Österreichs, ausgelöst durch eine unerwartete Entwicklung. Am 9. Tag des 7. Monats starb König Philipp V. von Spanien, worauf Ferdinand VI. Den Thron bestieg. Dieser neue König war weitaus friedliebender als sein Vorgänger, was die spanische Kriegsführung erheblich schwächte. Zudem mussten die Spanier 6.000 Soldaten aus Italien abziehen, was die Waagschale weiter zugunsten Österreichs neigte. Die Veränderungen in der spanischen Armeeführung auf italienischem Boden und die Rückführung von 6.000 Soldaten nach Spanien festigten Liechtensteins Stellung. Ein Vorteil, der sich rasch als entscheidend erwies. In einer Schlacht am 10. Tag des 8. Monats
wurde die spanische Gefahr für Maria Theresias Heer praktisch ausgeschaltet, wodurch dieses sich nun Genua zuwenden konnte. Die einst stolze Republik, bereits durch die jüngsten Ereignisse verunsichert, geriet vollends in Panik, als die Österreicher die Bocchetta-Pässe einnahmen. Der genuesische Senat musste sich den Siegern beugen. Genua wurde für seinen Verrat hart bestraft, doch Maria Theresia selbst bemühte sich, die schärfsten Maßnahmen zu mildern, die General Botta den Unterworfenen auferlegen wollte. Sie sah, wie sehr die Stadt bereits gelitten hatte und wie sich bald zeigen sollte, womöglich zu sehr. Österreichs Erfolg wurde allerdings rasch durch die Ambitionen seiner Verbündeten England und Sardinien untergraben. Da beide Mächte davon träumten, Neapel zu unterwerfen, wandten sie ihre Kräfte dorthin und lenkten Österreich so in Richtung einer Verfolgung der französischen und spanischen Truppen in Nizza. Zwar rückten die Österreicher bis nach Provence vor, aber sie stießen bald auf unerwartete Schwierigkeiten. Die harte Behandlung Genuas hatte eine Volkserhebung ausgelöst, die deutlich machte, dass ein Volk, das man in die Verzweiflung drängt, sich schließlich wehren wird. Der Aufstand in Genua, verstärkt durch Fehlentscheidungen und Bottas übertriebene Strenge, fügte Österreich einen schweren Schlag zu. Botta musste fliehen, General Brown zog sich gezwungenermaßen aus Provence zurück, Genua erlangte seine Freiheit wieder und Österreich verlor viele Soldaten, Vorräte und eroberte Gebiete. Maria Theresia sah sich mit den traurigen Folgen einer allzu selbstsicheren und rücksichtslosen Kriegsführung konfrontiert. In Italien ging der Krieg unter wechselnden Vorzeichen weiter, bis schließlich der Friede von Aachen das Ende der Kämpfe besiegelte. Doch hatte Österreich von diesem Frieden wenig Gewinn, und Maria Theresia empfand das unbefriedigende Ergebnis als schwere Bürde. Vor ihren Diplomaten äußerte sie: Ich bin überzeugt, wir haben auf dem Schlachtfeld alles in unserer Macht Stehende getan. Auch auf diplomatischem Wege sind wir an die Grenze des Möglichen gegangen, wozu uns Menschen wie ihr verholfen habt. Dennoch liegt das Ziel, das wir uns einst setzten, noch in weiter Ferne. Immerhin haben wir uns eine Weile Luft verschafft, so dass die Geier uns momentan in Ruhe lassen. Jetzt ist es an der Zeit, nach innen zu blicken. Die Zeiten ändern sich, und wir müssen die Gelegenheit nutzen, unser Reich zu stärken und zu erneuern. Unsere Untertanen sollen spüren, dass ihre Herrscher für sie sorgen. Nur wenn wir in Friedenszeiten für ihr Wohl einstehen, werden sie in Kriegszeiten zu uns stehen. Nach diesen langen Kriegsjahren verlagerte Maria Theresia ihre Aufmerksamkeit von militärischen Unternehmungen hin zum Wohlergehen ihrer Untertanen. Mit ihrem wachen Geist und ihrem herzlichen Wesen richtete sie ihre Energie auf den Wiederaufbau und die Verbesserung ihres Reiches. Denn selbst ein Krieg, der aus edlen Motiven geführt wird, bringt Unheil und Verrohung mit sich, wie schon das alte deutsche Wort sagt: Im Frieden wird genährt, im Streit verzehrt. Zwar hatte Maria Theresia in den 8 Jahren des Konflikts nur wenig an Land gewonnen, doch war ihre Macht gestärkt, während ihre Feinde sie zu schwächen suchten, vergebens. Aus den langen Kämpfen ging sie reifer und klüger hervor. Es folgten 8 Jahre des Friedens, in denen Maria Theresia die Gelegenheit erhielt, ihre Reformvorhaben umzusetzen. Diese Maßnahmen waren unerlässlich, da die alten, aus dem Mittelalter überkommenen Strukturen für eine zunehmend fortschrittlichere Gesellschaft unzulänglich geworden waren. Veraltete Traditionen und komplizierte Förmlichkeiten mussten aufgegeben werden, um eine Verwaltung zu schaffen, die sich den gewandelten Verhältnissen anpasste. Maria Theresia durchschaute die anstehenden Aufgaben klar. Sie kannte die Schwächen der alten Ordnung, wusste um die Bedürfnisse ihrer Untertanen und war sich ihrer eigenen Macht bewusst. Man selbst ist der Mann. Dieses Sprichwort bewahrheitete sich in ihrem Wirken. Mit Willenskraft und durchdachter Anleitung gestaltete sie die Reformen, die das Leben ihrer Untertanen verbessern und ihre Regierung modernisieren sollten, was ihr den Ruf einer Herrscherin einbrachte, die ihr Volk stets im Blick hatte.
Gern erinnerte sie sich an den Rat Prinz Eugens, den ihr Vater zu seinem eigenen Bedauern ignoriert hatte. Ein starker Ausbau des Heeres wurde zu ihrer vordringlichsten Aufgabe. Sie wusste um die Defizite der Armee und ging diese zielgerichtet und mit ruhiger Hand an, Schritt für Schritt, aber entschlossen und wirksam. Dabei offenbarte sich nicht nur ihre eigene Kompetenz, sondern auch ihre Gabe, fähige Menschen an die richtigen Stellen zu setzen. So entwickelte sich das österreichische Heer grundlegend weiter. Man verbesserte die Disziplin und ein neuer Geist des Muts und des Zusammenhalts durchwehte die Reihen. Als der Siebenjährige Krieg ausbrach, räumte selbst Friedrich von Preußen ein, dass es nicht mehr die alten Österreicher seien, gegen die er einst so leichtes Spiel hatte. Dennoch behielten die Truppen ihr inniges Band zu Maria Theresia bei und begrüßten ihre Reformen mit Loyalität und Vertrauen. Für die Armeeerneuerung standen Maria Theresia besonders zwei Helfer zur Seite: Feldmarschall Daun und Prinz Wenzel von Liechtenstein. Aus altem Adel stammend stützte sich Daun vor allem auf den Ausbau und die Strafung der Infanterie. Prinz Liechtenstein modernisierte die Artillerie, in der Friedrich schon große Stärken gezeigt hatte. Doch auch die Kavallerie, lange Zeit das Vorbild für Friedrichs eigenen Reiterverband, wurde weiterentwickelt. Maria Theresia interessierte sich persönlich für die Pferdezucht zur Stärkung der Reiterei und sorgte sehr für das Wohlergehen der Soldaten, etwa durch ihre Unterstützung der Militärspitäler. Von besonderer Bedeutung war der Aufbau einer Militärgrenze entlang der türkischen Grenze. Ein stark befestigter Verteidigungsgürtel, der neuen Überfällen und Überraschungsangriffen jener Gegner vorbeugen sollte, die in früheren Kriegen immer wieder für Unruhe gesorgt hatten. Wenn sich Maria Theresia so eifrig um die Stärkung des Heeres bemühte, so war dies gewiss auch ihrem Wunsch geschuldet, Schlesien zurückzuerobern. Dass sie an dieser verlorenen Provinz hing, war offenkundig, und sie hielt es für unvermeidlich, dass ihr Konflikt mit Friedrich erneut aufflammen würde. Zwei so zielstrebige Herrschernaturen konnten schwerlich dauerhaft im Frieden leben. Die Zeit bestätigte ihre Vorahnung. Früher oder später standen sich Maria Theresia und Friedrich von neuem gegenüber. Der Ausbau des Heeres war jedoch untrennbar mit einem anderen drängenden Problem verknüpft: der Finanzierung. Wollte sie künftige Kriege bestreiten oder gar Schlesien zurückerobern, brauchte sie eine solide Kasse. Damit folgte sie jenem Grundsatz, den Montecuccoli einst formuliert hatte: Die drei wichtigsten Erfordernisse des Krieges sind Geld, mehr Geld und immer wieder Geld. Gerade deshalb ging Maria Theresia mit derselben Entschlossenheit, die sie auf dem Schlachtfeld gezeigt hatte, auch die wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten ihres Reiches an. Österreich verfügte zwar über reiche Bodenschätze, doch eine schlechte Verwaltung hatte lange deren Nutzen geschmälert. Maria Theresia warb für Sparsamkeit und beschränkte Verschwendungssucht. Ein Schritt, mit dem sie auch den Prunk am Hof erheblich einschränkte, der noch unter ihrem Vater der Staatskasse geschadet hatte. Zugleich war ihr klar, dass einfache Steuererhöhungen nicht zum Ziel führen würden. Ihr Bestreben war vielmehr, die Ressourcen des Landes auszubauen und ein System zu schaffen, das Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung miteinander verband. Dadurch bewies sie kluge Einsicht in staatliche Ordnung und Verwaltung. Die hohe Steuerlast des vorigen Krieges hatte das Volk schwer belastet, aber das marode Steuersystem hatte alles nur noch verschlimmert. Ungleichmäßige Belastungen und eine Vielzahl von Ausnahmen sorgten für Unmut unter den Untertanen. Maria Theresia sah dies mit wachem Blick und sorgte rasch für eine Neuordnung. Sie führte gerechtere Regeln ein, verringerte Ausnahmen und weitete die Steuerbasis aus. Ihr ging es darum, die Bevölkerung nicht weiter zu bedrücken, sondern die Staatsfinanzen dauerhaft zu sichern. Noch heute erinnert man sich an ihre Worte: Nicht durch Blutvergießen wird ein Land groß, sondern indem man sein Volk zu Wohlstand führt. Auch im politischen Bereich bewies Maria Theresia wiederholt ein feines Gespür bei der Wahl ihrer Berater und Helfer.
Jene Gewandtheit, die sie bereits bei der Armeereform ausgezeichnet hatte, zeigte sich ebenso in ihrer Staatskunst. Unter ihren Vertrauten leuchtete besonders Wenzel Anton von Kaunitz hervor, ein diplomatisches Genie, das Österreich in hohen Staatsämtern nicht nur Glanz verlieh, sondern auch unermüdlich die Ziele Maria Theresias unterstützte. Eines dieser Ziele war der Plan, den englischen Kreise ursprünglich angeregt hatten, nämlich die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches fest im Hause Maria Theresias zu verankern. Dafür sollte ihr Sohn, Erzherzog Joseph, zum römischen König gewählt werden, damit er eines Tages nach dem Tod ihres Gemahls als Kaiser nachfolgen konnte. Man versprach sich von dieser Erbregelung Stabilität und den Schutz vor neuen Reichskriegen. Doch gegen diesen Plan stand vieles, vor allem der Widerstand Preußens und Frankreichs sowie das komplizierte Geflecht deutscher Politik. Maria Theresia zeigte sich zwar interessiert, hielt sich jedoch mit einer endgültigen Zusage zurück. England drängte jedoch unablässig auf dieses Projekt und weckte damit Misstrauen hinsichtlich seiner wahren Absichten gegenüber Österreich. Schließlich traten Englands Beweggründe zutage und Maria Theresia zog sich aus den Verhandlungen zurück. Die Beziehungen beider Länder kühlten sich merklich ab. Während der Gespräche zeigte sich, dass England Österreichs Würde am Verhandlungstisch mit Füßen zu treten schien, was Kaunitz zu scharfen Protesten veranlasste. Doch man ignorierte seine Einwände und die Spannungen wuchsen. Ein weiterer Streitpunkt betraf die Niederlande und führte zu immer heftigeren Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mächten. Ein vollständiger Bruch der diplomatischen Beziehungen schien unabwendbar, doch Kaunitz, ganz Diplomat, verzögerte jedes finale Zerwürfnis, bis er den Abschluss eines Bündnisses mit Frankreich sichern konnte. Maria Theresias vorrangiges Ziel blieb die Rückgewinnung Schlesiens. Um dies zu erreichen, plante sie ein Bündnis mit Frankreich, das sie im Kampf gegen Preußen unterstützen sollte. Sie hoffte, die Verbündeten des preußischen Königs zu isolieren und damit zum einen Friedrich zu demütigen und zum anderen Silesien zurückzuerlangen, an dem ihr Herz seit jeher hing. Da sie den Verlust dieser Provinz nie verwunden hatte, war sie jederzeit bereit, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ein Zweckbündnis mit Frankreich einzufädeln. Zu dieser Zeit bewegten sich England und Frankreich bereits auf einen Konflikt über koloniale Fragen in Kanada zu. England trug sich mit dem Gedanken, Frankreich in einen europäischen Krieg zu verwickeln, um so die eigenen Überseeinteressen ungestört zu verfolgen. Hierfür war es jedoch notwendig, Verbündete zu finden, die Hannover schützen konnten, da dieses Gebiet trotz zusätzlicher Truppen verwundbar blieb. England wandte sich daher an Österreich und fragte, wie viele Truppen es bereitstellen könne, sollte Frankreich gemeinsam mit Preußen in die Niederlande und nach Hannover einfallen. Maria Theresia, die rasch begriff, dass England vor allem an eigenen Interessen hing, entgegnete, sie könne ohne Gefahr für Böhmen keine Truppen abziehen und die österreichischen Länder somit nicht ungeschützt lassen. Denn Friedrich lauerte stets auf eine Gelegenheit zum Angriff. Gleichwohl stellte sie für die Niederlande 25.000 Mann in Aussicht, wenn England die benötigte Unterstützung durch die deutschen Reichsfürsten gewährleisten würde. Doch England forderte nun sogar 30.000 Soldaten für die Niederlande sowie weitere Einheiten zum Schutz Hannovers, was Maria Theresia ausschlug. Daraufhin drohten die Engländer, ihre Allianz mit Österreich aufzukündigen, falls man ihren Forderungen nicht nachkäme. In einer Beratung schilderte Maria Theresia ihren Vertrauten ihre Sorge. Diese Forderungen der Briten beunruhigen mich sehr. Sie haben stets einen weiteren Plan im Hinterkopf, und wir müssen ihre wahren Absichten ergründen. Ich setze mehr Vertrauen auf unser sich anbahnendes Bündnis mit Frankreich. Dort ist wenigstens klar, worauf man sich einlässt. Lange konnten wir uns beherrschen, doch nun dreht das Schicksalsrad sich erneut. Wir müssen uns wappnen für einen großen Krieg, womöglich den größten unserer Zeit. Dies könnte meine letzte Chance sein, zurückzufordern, was mir rechtmäßig gehört. Alle unsere außenpolitischen Entscheidungen sollten daran ausgerichtet werden.
Maria Theresia trat dem Ultimatum der Briten ihrerseits mit Bedingungen entgegen. Sie stellte klar, dass England auch ihrer eigenen Sicherheit gegen Preußen und gegen Italien Sorge tragen müsse, falls sie sich für seine Interessen in den Niederlanden einsetzte. Noch ehe ihre Antwort jedoch eintraf, stiegen die Engländer mit ihren Forderungen immer höher. Doch Kaunitz, der verantwortliche Diplomat, ging nicht weiter darauf ein. Damit waren die Beziehungen zwischen Österreich und England an einem toten Punkt angelangt. England löste schließlich seine Allianz mit Österreich und schlug sich auf die Seite Friedrichs von Preußen. Friedrich seinerseits wusste längst von einer geheimen Vereinbarung gegen ihn, an der Österreich, Sachsen und Russland beteiligt waren, aufgedeckt durch einen Verräter in Dresden. Da seine frühere Allianz mit Frankreich bereits zerbrochen war und sich nicht erneuern ließ, griff er gerne auf Englands Offerte zurück. Indes festigte Maria Theresia das neu entstehende Bündnis mit Frankreich, was schließlich am ersten Tag des 5. Monats im Jahr 1756 vertraglich besiegelt wurde. Diese dramatischen Neuausrichtungen der Bündnisse stellten die europäische Machtbalance auf den Kopf und ließen erneut Gewitterwolken aufziehen. Es begann ein neues Kapitel der Auseinandersetzungen und der Siebenjährige Krieg warf bereits seinen Schatten voraus. Kapitel 7 – Friedrichs Einmarsch. Sachsen in der Krise. Friedrich II., seinem Grundsatz folgend, die Gefahr stets frontal anzugehen, beschloss, den ersten Schlag zu führen, anstatt abzuwarten, bis seine Feinde zum Angriff rüsteten. Da er Sachsen als feindlich gesinnt und von hohem strategischem Wert ansah, fiel er ohne formelle Kriegserklärung in das Land ein. Mit einem Heer von 60.000 Mann, die er in 3 Abteilungen teilte, rückte er rasch vor und brachte wichtige Stellungen unter seine Kontrolle. Am 10. Tag des 9. Monats im Jahr 1756 zog er in Dresden ein. Der sächsische Kurfürst, zugleich König von Polen, floh in die als uneinnehmbar geltende Festung Königstein, wo seine 17.000 Soldaten Stellung bezogen. Bevor Friedrich diesen Schritt unternahm, hielt er mit seinen Räten Rücksprache. Wir müssen zuschlagen wie ein Blitz, schnell und entschlossen. Österreich ist nur dann gefährlich, wenn es Zeit bekommt zu reagieren. Doch ihre behäbige und allzu komplizierte Verwaltung arbeitet in unserem Sinn. Unsere Ziele sind klar, unser Wille ist fest und unser Selbstvertrauen ist unerschütterlich. Wenn Maria am Morgen ihren Kaffee trinkt, wird sie noch nicht ahnen, was sie bereits verloren hat. Bis ihre Befehlshaber ihr Bericht erstatten, wird alles vollendet sein. Sobald sie meinen Atem im Nacken spürt, wird sie, wie wir sie kennen, mit grimmiger Entschlossenheit und hartnäckigem Ehrgeiz antworten. Deshalb müssen wir uns bei jedem Schritt auf Zucht und Standhaftigkeit besinnen. Es darf keinen Augenblick des Zögerns geben. Diesmal marschieren wir einem beständigen Sieg entgegen, und ich erwarte von jedem die volle Erkenntnis über die Bedeutung dieser Aufgabe. Die Gemahlin des Kurfürsten, die Königin, blieb in Dresden zurück. Als Friedrich anordnete, die geheimen Staatsakten Sachsens zu beschlagnahmen, wehrte sie sich mit der Forderung, die Dokumente dürften nur mit Gewalt weggenommen werden. Friedrichs Soldaten ließen sich davon nicht abhalten, drängten sie beiseite, brachen die Kisten auf und holten die Papiere hervor. Diese bestätigten das Bestehen eines geheimen Bündnisses gegen Friedrich, von dem er bereits durch einen Verräter in Dresden erfahren hatte. Trotz dieser Auseinandersetzung begegnete Friedrich der Königin mit Respekt, wohingegen Sachsen selbst stark unter der Besetzung litt. Plünderungen waren zwar offiziell untersagt, doch das Land wurde schwer belastet. Man leerte die Zeughäuser, zog Gelder ein und behandelte Sachsen fast wie eine Provinz Preußens, wenngleich Friedrich zumindest versuchte, die Zivilbevölkerung nicht allzu sehr zu schädigen. Den Protesten des Kaisers und Frankreichs schenkte Friedrich kaum Beachtung. Er konzentrierte sich ganz auf seine Ziele.
Die sächsischen Truppen am Fuße des Königsteins befanden sich in einer derart starken Verteidigungsstellung, dass ein direkter Angriff nicht ratsam war. Friedrich wollte sie stattdessen durch eine Belagerung aushungern und schloss sie von allen Seiten ein. Dann rückte er nach Böhmen vor, um zu verhindern, dass die Sachsen Verstärkung aus Österreich erhielten. Böhmen wurde von 2 österreichischen Armeen verteidigt, einer unter Marschall Brown, die bei Kollin stand, sowie einer weiteren unter General Piccolomini, der zuerst in Olmütz und später in Königgrätz lag. Browne war die größte Gefahr für Friedrichs Plan, Sachsen zu unterwerfen. Doch Friedrichs unerwarteter und schneller Einmarsch nach Böhmen überraschte Brown derart, dass dieser nicht sofort handeln konnte. Mehrere Wochen verstrichen, ehe Brown sich zum Eingreifen rüstete. Wertvolle Zeit, die Friedrich nutzte, um seine Stellung zu sichern. Der österreichische Kriegsminister, den man für einen der vorsichtigsten Feldmarschälle hielt, wollte vor allem das Heer schonen. Sein Plan bestand darin, Friedrich so unter Druck zu setzen, dass er von Sachsen ablassen musste, ohne sich dabei auf lange Märsche oder riskante Schlachten einzulassen. Diese Zurückhaltung verzögerte jedoch ein Eingreifen, sodass Sachsen allein der gesamten preußischen Schlagkraft ausgeliefert blieb. Marschall Brown sandte 8.000 Mann unter dem Befehl von Graf Wied nach Losowitz und bezog selbst von Kollin aus eine Stellung in der Nähe von Budin. Wieds Vorhut stieß am 10. Tag des 9. Monats im Jahr 1756 bei Peterswalde auf die Preußen, was Browne zum Handeln zwang. Die anschließende Schlacht bei Losowitz im 10. Monat desselben Jahres endete unentschieden. Beide Seiten beanspruchten den Sieg für sich. Währenddessen war die Lage der sächsischen Armee im Königstein verzweifelt. Hunger und Entbehrung setzten den Soldaten zu. Ein Ausbruchsversuch scheiterte. Ein zweiter Versuch endete ebenso in einer Sackgasse. Die Preußen umzingelten sie erneut. Browne eilte herbei, um den bedrängten Sachsen zu helfen, kam aber nicht durch und musste sich nach einem Fehlschlag zurückziehen. Die Sachsen kapitulierten schließlich vor Friedrich, übergaben ihre Geschütze und legten die Waffen nieder. Damit war jeder Widerstand Sachsens gebrochen. Dennoch zeigte sich Friedrich ungewohnt großmütig gegenüber dem geschlagenen Heer und gewährte der Festung Königstein und ihren Insassen Neutralität. Der Kurfürst zog sich nach Warschau zurück. Friedrich sorgte sogar dafür, dass sein Weg dorthin frei blieb, was ihm selbst wohl nicht ungelegen kam. Mit diesem entscheidenden Schlag endete der Feldzug. Brown verblieb in Böhmen, während Friedrich seine Truppen in Winterquartiere verteilte, teils in Sachsen, teils in Schlesien. Maria Theresia traf der Verlust Sachsens hart. Sie hatte damit einen treuen Verbündeten eingebüßt. Zwar hatte ihr Heer in diesem Feldzug kaum Schaden erlitten, aber auch wenig bewirken können. In Wien tröstete man sich immerhin damit, dass Browns Armee einer Katastrophe entgangen war, die sie bei ihrer anfänglichen Unvorbereitetheit durchaus hätte ereilen können. Für Maria Theresia war es ein weiteres klares Warnsignal, wie gefährlich Friedrich von Preußen sein konnte. Seine Fähigkeit, stets dort zuzuschlagen, wo man es am wenigsten erwartete, und sich dann in gewagten Manövern unauffindbar zu machen, zwang sie zu ständiger Wachsamkeit. Mit ihr eigenen Tatkraft verstärkte sie die Vorbereitungen ihres Heeres und widmete ihm die Aufmerksamkeit einer Mutter, die Sorge um ihre Kinder trägt. Gleichzeitig war ihr bewusst, dass sie in der Außenpolitik neue Bündnisse brauchte. Friedrich hatte sich in Sachsen mit einer Härte gezeigt, die alle bisher gängigen Vorstellungen über den Umgang der Staaten untereinander infrage stellte, sehr zum Nutzen Maria Theresias, da sein Vorgehen Empörung schürte und ihr selbst Sympathien verschaffte. Die Erniedrigung des Kurfürsten von Sachsen im Königstein setzte in den Nachbarländern Besorgnis frei. Mancher fragte sich bang, ob er das nächste Opfer sein könnte, gleichgültig, ob er Friedrich provoziert hatte oder nicht. Dieses wachsende Misstrauen verlieh der Kaiserin deutlichen Aufwind.
Maria Theresia teilte ihre Überlegungen einem französischen Diplomaten mit, der zu einem Besuch in Wien weilte. Wie ihr seht, haben wir es mit einer Kriegsmaschine zu tun. Angetrieben von Ehrgeiz und Gewinnsucht, jedoch geleitet von einem taktischen Genie, das ihm unbestreitbare Vorteile verschafft. Solche Herrscher wie Friedrich tauchen nur einmal in einem Jahrhundert auf. Österreich hat jüngst seinen Prinzen Eugen verloren, jenen Feldherrn mit einem scharfen Verstand, der als unbesiegter Marschall in die Geschichte einging. Wenn Paris und Wien sich verbünden, gibt es keine Hindernisse, die wir nicht überwinden könnten. Wollen wir den Frieden in Europa sicherstellen und unsere Zivilisation voranbringen, so muss unser Bund aufrichtig sein, im Vertrauen und in der Transparenz wurzeln. Wien ist zu diesem Schritt bereit, und wir wünschen euch die Not unserer heutigen Lage nicht für euren morgigen Tag. Friedrich ist kein wilder Löwe, der gezähmt werden muss, sondern ein listiger Herrscher, der sich zur größten Macht aufschwingen will. Nur gemeinsam können wir ihm eine Grenze setzen. Auch die öffentliche Meinung kehrte sich durch Gerüchte und Übertreibungen immer stärker gegen Friedrich. Selbst das Heilige Römische Reich verurteilte sein Vorgehen, wodurch seine Feindesliste weiter wuchs. Friedrich, der die Schwäche des Reichsheeres kannte, kümmerte das wenig, doch Maria Theresia traute diesem Vorteil nicht. Sie verstärkte ihr Heer nach Kräften, in dem Wissen, dass ihr vom Reich allein wenig Hilfe zu erwarten war. Das Bündnis mit Frankreich erwies sich für die Kaiserin nun als besonders wertvoll. Nicht nur sagte Frankreich umfangreiche militärische Unterstützung zu, Friedrich selbst hatte den Unwillen der Franzosen durch sein Vorgehen noch weiter entfacht. So standen sie fest an Maria Theresias Seite. Dieser Schulterschluss mit Frankreich war umso wichtiger, als Spannungen innerhalb der deutschen Fürstentümer die Einigkeit schwächten, ein Umstand, der Friedrich ebenfalls zu schaffen machte. Schweden schloss sich Frankreich an und Russland versprach, Österreich mit einer Armee von 100.000 Mann zu unterstützen. Damit verfügte Maria Theresia über eine Allianz von an die 400.000 Soldaten. Zwar war der Beitrag Schwedens nicht sonderlich groß, doch allein diese schiere Zahl verlieh ihr große Zuversicht, insbesondere für ihr geliebtes Schlesien. Als Oberbefehlshaber des österreichischen Heeres setzte sie Prinz Karl von Lothringen ein. Marshal Brown, der bisherige Oberkommandierende in Böhmen, sollte ihm unterstehen. Mit dieser Neuordnung wurden die ursprünglichen Pläne Brownes angepasst. Die Alliierten, mit ihren eher schwerfälligen Truppen, mussten sich auf Friedrichs schnelle und wendige Kriegsführung einstellen. Nach reiflicher Überlegung beschlossen sie, Friedrichs Kräfte von allen Seiten einzukreisen und sein Heer in einem großen Schlag zu zerschmettern. Friedrich hingegen, so schien es, rechnete bereits mit einem solchen Plan, wie seine Gegenmaßnahmen nahelegten. Prinz Karl und Brown hielten in starken Verteidigungsstellungen aus, um Friedrichs Angriff abzuwarten. General Daun befand sich etwas weiter zurück, was Friedrich Sorgen bereitete. Am 6. Tag des 5. Monats im Jahr 1757 kam es zur ersten großen Schlacht bei Prag. Die Österreicher hatten anfänglich die Oberhand, ihre Artillerie richtete bei den Preußen großen Schaden an. Als Friedrich merkte, in welche Gefahr er geriet, stürzte sich der tapfere General Schwerin mit der Regimentsfahne in der Hand in den Kampf und spornte seine Truppen lautstark an. Er fiel fast augenblicklich durch einen tödlichen Schuss, doch sein Opfer entfachte den Kampfeswillen seiner Soldaten aufs Neue. Die Schlacht war hart und blutig, am Ende behauptete Friedrich zwar den Sieg, doch es blieb ein Erfolg ohne Durchbruch. Schwer ins Tod traf ihn schwer. Später bemerkte er wog mir 10.000 Mann. Zudem zogen sich die Hauptstreitkräfte Maria Theresias geordnet hinter die Festungsanlagen Prags zurück, was Friedrich an einem raschen Ende des Feldzuges hinderte. Auch die Division Downs war noch unversehrt, bereit, sich mit den übrigen kaiserlichen Truppen zu vereinen. Ein weiterer Stachel in Friedrichs Seite. Friedrich blieb nichts anderes übrig, als Prag zu belagern,
obgleich er wusste, dass dies eine lange und erschöpfende Unternehmung werden würde. Um die Stadt zur Kapitulation zu zwingen, setzte er unbarmherzige Methoden ein, beschoss sie fortwährend und setzte auf die doppelte Wirkung von Feuer und Aushungerung. Tag für Tag mehrten sich im Inneren die Not und der Verfall. Zwar versuchte Prinz Karl von Lothringen, die Moral der Soldaten und der Bürger zu stärken, indem er ihnen von rascher Entlastung kündete. Doch inmitten von Hunger, Zerstörung und Verzweiflung waren solche Worte wenig tröstlich. Die Stimmung sank, die Zivilbevölkerung verlor die Hoffnung und die Soldaten wurden zunehmend unruhig. Es kam zu Gewalttaten und Meutereien, sodass Prinz Karl auf dem Hauptplatz sogar einen Galgen errichten ließ, um die Unruhestifter abzuschrecken. Da traf die Nachricht ein, dass General Daun mit dem ausdrücklichen Befehl Maria Theresias nahte, die Stadt um jeden Preis zu entsetzen. Die Zeit drängte, denn ohne rasches Eingreifen drohte Prag mitsamt seiner Besatzung in Friedrichs Hände zu fallen. Ein Triumph, auf den er bereits fest zu bauen schien. Friedrich wusste, dass er Daun aufhalten musste, wollte aber die Belagerung nicht durch eine zu starke Truppenabsplitterung gefährden. Er griff zu einem waghalsigen Plan. Mit einem kleineren Kontingent schloss er sich der Abteilung des Prinzen von Bevern an und rückte Daun entschlossen entgegen. In der Schlacht bei Kollin trafen die beiden Armeen schließlich in einem verzweifelten Ringen aufeinander. Erstmals erlitt Friedrich eine vernichtende Niederlage. General Daun errang den Sieg und bewahrte Prag damit vor dem Schicksal der Kapitulation. Dieser Wendepunkt nahm Friedrich seine zuvor so scheinbar unaufhaltsame Vorwärtsbewegung. Maria Theresia war überglücklich, als sie vom Kolliner Sieg erfuhr und beglückwünschte gemeinsam mit dem Kaiser noch am selben Tag Gräfin Daun persönlich zu diesem Erfolg. Um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, gründete sie den Maria-Theresien-Orden, der ausschließlich für herausragende Tapferkeit im Feld verliehen wurde. Seine Seltenheit machte ihn zur höchsten Auszeichnung der österreichischen Armee. Das erste Ordenskreuz ehrte Daun selbst. Zusätzlich veranlasste die Kaiserin die Prägung einer Gedenkmünze, um den Sieg zu feiern. Durch die Schlacht bei Kollin war der Nimbus von Friedrichs Unbesiegbarkeit gebrochen. Während bei den Österreichern neuer Mut wuchs, begann das Vertrauen der Preußen zu wanken. Maria Theresias Streitkräfte vergrößerten sich weiter, während Friedrichs Möglichkeiten schwanden. Zwar entspannten sich die Verhältnisse für Preußen ein wenig am Rhein, doch das Reichsheer, unterstützt von französischen Truppen, rückte vor, um Sachsen zu helfen. Friedrich sah sich gezwungen, rasch nach Thüringen zu marschieren, während er seine Truppen in Sachsen und der Lausitz fähigen Generälen überließ. Beim Nahen Friedrichs zog sich der französische Befehlshaber Soubise, berüchtigt für seine schnellen Rückzüge, zurück, und Erfurt ergab sich kampflos. Kurz darauf führte Seydlitz bei Gotha einen kühnen Kavallerieangriff gegen die Franzosen, woraufhin diese kopflos flohen. So hastig war ihr Rückzug, dass Seydlitz und seine Offiziere im herzoglichen Schloss noch eine warme Mahlzeit vorfanden, die die Franzosen beim plötzlichen Aufbruch zurückgelassen hatten. Friedrichs Leute setzten sich nun lachend an den gedeckten Tisch, sehr zu ihrer eigenen Belustigung und zur Freude ihres Königs. Dieser heitere Zwischenfall hob die Stimmung und leitete die entscheidenden Ereignisse ein, die sich bald bei Roßbach abspielen sollten. Kapitel 8 – Das Herz einer Kaiserin, eine Vision des Friedens. In Frankreich betrachtete man das kleine preußische Heer mit hochmütiger Geringschätzung. Manche Offiziere meinten sogar, es sei unter ihrer Würde, gegen eine derart unbedeutende Streitmacht zu kämpfen. Doch als die Schlacht begann, ergriffen die Franzosen in Panik die Flucht und es kam zu einem der unrühmlichsten Rückzüge der Geschichte. Was das Reichsheer betraf, schossen die meisten Soldaten keinen einzigen Schuss ab und verließen fluchtartig das Feld.
Mehr einem Hasentreiben als einer Schlacht gleichend, jagten die Preußen unter ihrem gefürchteten Anführer Seydlitz die fliehenden Gegner, während Soubise, der französische Kommandeur, allen Verfolgern entkam. Seydlitz war einzig betrübt, dass es ihm nicht gelungen war, Soubise persönlich zu fassen. Doch selbst das schnellste Pferd hätte kaum die französische Führung eingeholt, so rasch eilte sie von dannen. In wildem Entsetzen flohen die Franzosen bis an den Rhein und blieben damit außerhalb von Friedrichs Reichweite. Während die Franzosen bei Rossbach eine vernichtende Niederlage hinnehmen mussten, erzielten die Österreicher seit ihrem Sieg bei Kollin eine Reihe von Erfolgen. Sie hatten Bevern und Winterfeld geschlagen und standen kurz davor, Schlesien ganz zurückzuerobern. Es schien, als könnten sie dieses ersehnte Ziel noch im selben Feldzug erreichen. Doch Friedrich hatte nicht vor, Schlesien preiszugeben. Durch den Sieg bei Rossbach war ihm zwar Sachsen gesichert, aber nun stand eine schicksalhafte Entscheidung an. Er musste Schlesien erneut behaupten oder riskierte, sämtliche Vorteile zu verlieren. In nur 12 Tagen überschritt Friedrich das gesamte Gebiet seiner Lande und vereinigte sich in Schlesien mit Beverns Heer. So standen ihm 33.000 Mann zur Verfügung, viele von ihnen erschöpft von den langen Märschen. Vor dem Dorf Leuthen traf dieses vergleichsweise kleine Heer auf eine österreichische Armee, die ihm zahlenmäßig doppelt überlegen war. Doch entgegen aller Erwartungen fügten die Preußen den Österreichern eine verheerende Niederlage zu. 26.500 Mann gingen den Österreichern verloren, tot, verwundet oder gefangen genommen. Dazu 116 Geschütze, 51 Fahnen und 4.000 Wagen mit Vorräten, Munition und Trossgut. Dieser Sieg machte sämtliche österreichischen Erfolge der vergangenen Wochen zunichte. Ganze Regimenter waren aufgerieben oder in Gefangenschaft geraten. Der Spott, die Preußen seien nicht mehr als eine Potsdamer Nachtwache, rächte sich auf grausame Weise. So wie die Franzosen in Rossbach eine bittere Lektion gelernt hatten, mussten die Österreicher nun erkennen, was es heißt, den Gegner zu unterschätzen, ganz nach dem Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Und was war mit Maria Theresia? Die Niederlage war ein schwerer Schlag. Sie hatte geglaubt, Schlesien läge in greifbarer Nähe, ihr Heer sei unaufhaltsam und ihre Sache gesegnet. Ihr Herz war voller Hoffnung und Dankbarkeit gewesen. Doch nun lag alles in Trümmern. Dennoch ließ sich die Kaiserin nicht unterkriegen. Ihr Glaube an die Gerechtigkeit ihrer Sache blieb unerschütterlich. Unverdrossen stürzte sie sich in die Wiederherstellung und Neuaufstellung ihrer Truppen, entschlossen, den erlittenen Verlust auszugleichen. Gleichwohl mag es Augenblicke gegeben haben, in denen sie, eine tief religiöse Frau, sich in stiller Einkehr dem Gebet zuwandte, mit feuchten Augen zum Himmel aufblickte und Trost suchte. Allmächtiger Gott, der Kummer meines Volkes brennt in mir wie lodernde Vulkane. Er ergießt sich von meinem Herzen bis zu meinen Füßen und entzündet alles, was sich ihm in den Weg stellt. Ich schlafe nicht mehr, nachts weicht die Ruhe von mir, mein Appetit ist dahin und ich kann mein Haupt nicht mehr erheben. Gib mir die Kraft, diese Schmerzen zu ertragen. Ich bin die Botin des Wohlergehens und des Friedens, die unermüdliche Wächterin meiner Untertanen und die unverbrüchliche Hüterin meines Erbes. Nimm ihnen nicht, was mir gehört. Stärke den Glauben meiner Armeen, bereichere die Gedanken meiner Berater und gib mir die Macht, diesen Weg weiterzugehen. Lass dein Licht meinen Pfad erhellen, damit ich selbst in tiefster Finsternis meinen Sieg verkünden kann. Mit dem Frühjahr begann das 3. Kriegsjahr, begleitet von unzähligen Opfern. Überall floss Blut, überall herrschten Not und Elend, doch niemand dachte an Frieden. Unablässig erntete das Schwert seine grausamen Früchte, und selbst Maria Theresias starker Wille konnte das Schlachten nicht stoppen. Die Folgen von Leuthen hatten ihre Finanzen ruiniert. Die Staatskasse wieder aufzufüllen, fiel überaus schwer, denn die Kosten zur Wiederaufrüstung waren immens.
Böhmen war so ausgelaugt, dass von dort kaum noch Unterstützung zu erwarten war, und andere Länder standen ihr nicht im gewünschten Umfang bei. Das Geld floss nur spärlich, und selbst in weiten Teilen ihres Herrschaftsgebiets lag die Stimmung am Boden. Der Unmut des Volkes richtete sich vor allem gegen Prinz Karl von Lothringen, der schließlich sein Kommando niederlegen musste. Anders als üblich geriet dieses Mal das Kriegsministerium nicht in den Mittelpunkt der Kritik. Maria Theresia ernannte Graf Daun zum neuen Oberbefehlshaber, und Daun machte sich unverzüglich auf den Weg nach Wien, um die nächsten Züge zu planen. Obwohl die Österreicher anfangs kleine Erfolge verbuchen konnten, brachte das erste bedeutende Ereignis des Jahres einen herben Rückschlag mit sich. Friedrich eroberte Schweidnitz, die letzte österreichische Festung in Schlesien, und nahm deren geschwächte Garnison gefangen. Mit dieser sicheren Basis zog er gegen Olmütz, wodurch sogar Wien in Gefahr zu geraten schien. Einige preußische Offiziere dachten gar über einen direkten Marsch auf die österreichische Hauptstadt nach. Doch Maria Theresia hatte eine kluge Wahl bei der Ernennung ihrer Feldherren getroffen. Ihre Hoffnungen lagen nicht nur auf Daun, sondern auch auf General Laudon, und beide sollten ihr Vertrauen rechtfertigen. Daun, als vorsichtiger Stratege bekannt, ließ sich erst zum Handeln bewegen, als er die anfangs aus vielen Rekruten bestehende Armee für ausreichend gefestigt hielt. In der Zwischenzeit positionierte er sie sorgsam, um Olmütz, das von den Preußen belagert wurde, rechtzeitig zu Hilfe zu kommen. Friedrich verließ sich auf einen gewaltigen Nachschubtross voller Vorräte und Munition, um die Belagerung fortzuführen. Als Daun aber einen Angriff auf diesen Versorgungskonvoi führte und ihn vernichtete, geriet Friedrich in arge Bedrängnis. Ihm fehlten nun die nötigen Mittel, um Olmütz einzunehmen, und da zudem der Druck durch Dauns Heer wuchs, musste er die Belagerung aufgeben und den Rückzug antreten. Damit war Olmütz gerettet, ein für Österreich lebenswichtiger Sieg. Maria Theresia atmete erleichtert auf, denn ihr war bewusst, welche Bedeutung Olmütz zukam. Dankbar erkannte sie erneut den Wert ihres Oberkommandierenden, Graf Daun, dessen kluge Strategien sich bereits bezahlt gemacht hatten. Zuversichtlich stimmte sie zudem die Nachricht, dass eine russische Armee ins Brandenburgische vorgedrungen war und Friedrich nun seine Kräfte teilen musste, um dieser neuen Gefahr zu begegnen. Tatsächlich ließ Friedrich einen Teil seines Heeres zurück, um Daun in Schach zu halten, und eilte nach Osten, wo die Russen wütend in Preußen wüteten. In der Schlacht bei Zorndorf errang er einen blutigen Triumph über sie und nahm grausame Rache, was den Russen hohe Verluste bescherte. Dann kehrte er rasch nach Sachsen zurück, wo sein Bruder Heinrich vom Heer Dauns und der Reichsarmee bedrängt wurde. Daun vertraute indes auf sein bewährtes Prinzip. Er hielt seine Truppen in sicherer Position und wich der von Friedrich herbeigesehnten Entscheidungsschlacht aus. Seine leichte Reiterei machte dem Feind mit ständigen Nadelstichen zu schaffen, ohne sich selbst zu exponieren. Friedrich, genervt von diesen Taktiken, schlug in Hochkirchen sein Lager auf, in ungeschützter Lage, direkt vor Dauns Augen. Seine Generäle warnten ihn, doch der König ließ sich nicht beirren. Keith äußerte sich mit den Worten: Wenn Dauns Armee uns hier ungestört in dieser Ebene liegen lässt, sollte man jeden seiner Offiziere daheim aufknüpfen. Vielleicht sind sie zu sicher, dass Maria Theresia ihnen Gnade erweist. Mir aber lässt der Gedanke keine Ruhe, dass wir einen Fehler begehen. Wer einem Mann wie Daun eine kühne Tat auf dem Präsentierteller serviert, läuft Gefahr, sein eigenes Grab zu schaufeln. Friedrich ignorierte diese Mahnungen, überzeugt von der Stärke seiner Stellung. Doch Daun wusste sehr wohl, wann sich eine Gelegenheit bot. Hinter seiner bedächtigen Fassade verbarg sich der Wille, die Gunst der Stunde zu nutzen. In den frühen Morgenstunden des 14. Tages des 10. Monats im Jahr 1758 griff er das schlafende preußische Lager unvermittelt an.
Die Österreicher überrannten die Truppen im Schutze der Dunkelheit und rasch entbrannte ein heftiges Gefecht. Als der Tag mühsam durch den Nebel brach und sich mit den Flammen aus dem brennenden Dorf mischte, war das Schlachtfeld bereits von Blut getränkt. Die Preußen lagen Daun nahezu wehrlos zu Füßen. Nur durch ihre außergewöhnliche Disziplin gelang es einem Teil der Armee, sich in geordneter Flucht zu retten. So strahlend dieser Sieg bei Hochkirchen auch war, beging Daun einen entscheidenden Fehler. Er verfolgte den angeschlagenen Gegner nicht weiter. Hätte er diese Chance genutzt, wäre es ihm möglich gewesen, Friedrichs Heer nahezu vollständig zu vernichten. Doch sein Zögern gab Friedrich Gelegenheit, sich zu sammeln, zu erholen und die Österreicher schließlich aus Schlesien zu vertreiben. Zu spät erkannte Daun, dass ihm die Zeit für einen weiteren vernichtenden Schlag davonlief, so dass er sich auf Sachsen konzentrierte, wo er einen Vorteil sah. In Sachsen wandte sich Daun Dresden zu, aber der preußische General Schmettau ließ die Vorstädte niederbrennen, um zu zeigen, wie rücksichtslos er die Stadt verteidigen würde. Um Dresden nicht zu zerstören, zog sich Daun zurück und begab sich ins böhmische Winterquartier. An den anderen Kriegsschauplätzen gelang den verbündeten Truppen kaum Wesentliches. So blieb Dauns Sieg bei Hochkirchen der Glanzpunkt des Feldzugs, für den ihm Ehre und Lorbeeren zuteil wurden. Maria Theresia war jedoch klar, wie wichtig es war, die Winterpause zur Stärkung ihrer Kräfte und zum Ausbau der politischen Verbindungen zu nutzen. Während der kommenden Monate bemühte sie sich intensiv, ihr Reich innen- und außenpolitisch besser aufzustellen. Neue Bündnisse wurden geschmiedet, alte erneuert, sodass sie dem nächsten Feldzug hoffnungsvoller entgegensehen konnte. Russland verstärkte seine Rüstungen zu Land und zur See. Schweden und Dänemark einigten sich, die Meerenge für England zu sperren, und auch das Reichsaufgebot schloss seine Reihen enger, um die Verluste zu ersetzen. Friedrich seinerseits nutzte die Winterpause, um seine Kassen aufzufüllen und sein Heer wieder aufzufrischen, besser ausgerüstet für die kommenden Schlachten. Beide Seiten rüsteten sich also für ein weiteres Jahr Krieg, wohl wissend, dass das Ringen nach wie vor auf Messers Schneide stand. Kapitel 9 – Das Juwel Schlesiens – Der unermüdliche Einsatz einer Königin. Die Kampagne des Jahres 1759 begann mit kühnen Streifzügen der preußischen Truppen, angeführt von Prinz Heinrich, der Lagerhäuser und Versorgungsdepots in Böhmen und Franken verwüstete. Diese Angriffe richteten nicht nur große Zerstörung an, sondern dienten auch dazu, die angespannte Kriegskasse Preußens wieder aufzufüllen. Daun zögerte zunächst, aktiv ins Feld zu ziehen. Er wartete vorsichtig auf Verstärkungen von den Verbündeten und bemühte sich um eine Koordination mit General Laudon und den russischen Streitkräften. Trotz Friedrichs Bemühungen, dieses Bündnis zu verhindern, gelang es Daun, seine Kräfte zu vereinigen. So stand Friedrich plötzlich einer alliierten Armee von 60.000 Mann gegenüber, während er selbst nur 40.000 ins Feld führen konnte. Angesichts dieser Übermacht zog sich Friedrich zurück und die Alliierten verschanzten sich in der Nähe von Kunersdorf. Friedrich wagte einen kühnen Angriff auf Kunersdorf. Zunächst deutete alles auf einen überwältigenden Sieg hin, doch Laudon schlug mit einem Gegenangriff zurück und trieb die Preußen vom Schlachtfeld. Die Niederlage stürzte Friedrich in tiefe Verzweiflung, was sich in einem Schreiben an seinen Minister von Finckenstein deutlich zeigte. Er klagte darin, sein größtes Unglück bestehe darin, diese Schlacht überlebt zu haben. Friedrich schrieb: Heute Vormittag um 11 Uhr habe ich den Feind angegriffen. Meine Truppen haben Wunder gewirkt, allerdings unter unzähligen Verlusten. Sie gerieten in Verwirrung. 3-mal habe ich sie neu gesammelt. Am Ende war ich selbst in Gefahr, gefangen zu werden und musste mich zurückziehen. Mein Rock ist von Kugeln durchlöchert und 2 meiner Pferde hat man mir erschossen. Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Unsere Niederlage ist sehr beträchtlich. Mir bleiben 3.000 Mann von einem Heer von 48.000.
Während ich dies schreibe, sind alle auf der Flucht. Ich bin über meine Truppen nicht länger Herr. Wer Sicherheit für Berlin sucht, ist gut beraten. Es ist ein schreckliches Unglück, das ich nicht überleben werde. Die Folgen der Schlacht werden schlimmer sein als die Schlacht selbst. Ich besitze keine weiteren Mittel. Und, offen gesagt, ich fürchte, alles ist verloren. Den Untergang meines Vaterlandes werde ich nicht überleben. Lebt wohl für immer. Die Lage hätte für Friedrich verheerend enden können, hätte die russische Armee ihren Vorteil genutzt. Doch Meinungsverschiedenheiten zwischen Laudon und dem russischen General Soltikow, verbunden mit dem möglichen russischen Interesse, Friedrichs Position als künftiges Druckmittel zu erhalten, verhinderten eine konsequente Ausnutzung des Sieges. Ebenso rätselhaft war Downs Zögern. Zwar ging er schließlich bei Triebel in eine mächtige Stellung, doch er drängte den Vorteil nicht weiter. Prinz Heinrich nutzte diese Untätigkeit, indem er Downs Truppe mit Guerillataktiken zusetzte und eine offene Feldschlacht vermied. Friedrich erlitt währenddessen eine Reihe von schweren Rückschlägen. Ein Korps von 12.000 Mann unter General Fink wurde von Daun besiegt und gefangen genommen. Ein furchtbarer Schlag für Preußens Streitmacht und für Friedrichs Stolz. Kurz darauf traf dasselbe Schicksal weitere 15.000 Soldaten unter dem Kommando Direx. Diese Verluste lähmten Friedrichs Kräfte zutiefst und auch Verstärkungen des Erbprinzen von Braunschweig vermochten das Blatt nicht zu wenden. Ein harter Winter verschlimmerte das Leid auf beiden Seiten. Trotz der eisigen Kälte zögerten die Armeen ihren Rückzug in die Winterquartiere bis zum ersten Monat des folgenden Jahres hinaus. Friedrich verweilte in Freiberg, während seine Truppen sich in den Dörfern rings um Dresden lagerten und zum Teil in Zelten ausharren mussten. Die Kälte forderte große Opfer, viele Soldaten erkrankten und die Sterblichkeit war hoch. Downs Heer erging es nicht besser. Auch dort dezimierten Hunger und Frost die Reihen. Als die Frühjahrssonne sich endlich zeigte, waren beide Armeen erschöpft und hatten beträchtliche Verluste an Material und Menschen zu beklagen. Für Friedrich bedeutete das vergangene Jahr eine Katastrophe nach der anderen, während Fortuna offenbar auf Maria Theresias Seite stand. Doch selbst in ihrem Erfolg blieb das ersehnte Ziel, Schlesien zurückzuerlangen, in weiter Ferne. Immerhin schien Friedrichs Kraft zu schwinden, da ihm die Mittel für seinen Krieg zunehmend fehlten. Er sah sich gezwungen, sein Heer mit allen Mitteln, oft auf Kosten des darbenden Sachsens, zu finanzieren. Maria Theresia hingegen spürte die Hingabe ihrer Untertanen, deren Opfer ihr halfen, die nötigen Gelder aufzubringen, um den Krieg fortzuführen. Als Friedrich versuchte, einen Frieden auszuhandeln, lehnte sie entschieden ab. Zu greifbar erschien ihr nun die Chance, das kostbare Juwel Schlesien in ihre kaiserliche Krone zurückzuführen. In Anwesenheit von Diplomaten, die auf Verhandlungen drängten, sagte Maria Theresia: Meine Herren, verzeiht, doch es gibt Dinge, die euch entgehen. Habt ihr jemals den Geruch frischen Menschenblutes vernommen, das in die Erde sickert? Ich spreche nicht vom Blut eines einzelnen Mannes, sondern von ganzer Länder, in denen das Blut Zehntausender die Felder tränkt. Von jeher sind mir Diplomatie und Politik oberste Anliegen gewesen. Mir ist der Frieden heilig. Wir haben unaussprechliche Mühen und Ströme von Blut investiert, um ihn zu wahren. Und nun atme ich den Geruch des verwundeten Löwen, dessen Blut tropft. Ist er ein Löwe? So bin ich ein Adler. Ich werde mich wie ein Blitz aus den Wolken auf ihn stürzen. Gleich einem Wolkenbruch soll mein Zorn über ihn hereinbrechen. Dieser Krieg endet nicht, ehe er mir zurückgibt, was mir gehört. Der nächste Feldzug begann in Schlesien mit einem glänzenden Sieg für Maria Theresia. Bei Landshut vernichtete Laudon ein ganzes preußisches Korps unter General Fouquet. Nur ein kleines Kontingent Reiterei konnte entkommen, während Fouquet selbst gefangen genommen wurde und sämtliche Vorräte und Munition den Österreichern in die Hände fielen. Über die taktische Bedeutung hinaus
verlieh dieser Erfolg den Truppen Maria Theresias enormen Auftrieb, zumal sich die Österreicher, angespornt durch den erbitterten Widerstand der Preußen, tapfer geschlagen hatten. In Wien feierte man die Siegesnachricht ausgiebig, und die Kaiserin war hoch erfreut über den psychologischen Vorteil, den dieser Erfolg brachte. Friedrich hielt sich zu dieser Zeit in Sachsen auf, um Daun zu begegnen, hatte jedoch vorgesehen, Fouquet in Schlesien zu unterstützen. Daun aber hielt sich stets in Friedrichs Nähe, während Lacy dessen Nachschublinien störte. Schließlich kam Friedrich in Görlitz kaum voran und entschied, sein Augenmerk zu verlagern. Sein Ziel wurde nun Dresden. Nachdem er Lacy aus dem Weg gedrängt und den Truppen des Reiches ausgewichen war, setzte er zur Belagerung der Stadt an und forderte deren Übergabe. Als es ihm nicht gelang, Dresden durch eine Überraschung zu nehmen, begann er, die Stadt zu beschießen, obwohl er nicht über genügend schwere Geschütze verfügte, um eine schnelle Eroberung zu erzwingen. Daun, alarmiert durch Friedrichs Vorgehen, eilte mit Verstärkungen nach Dresden, verstärkte dessen Garnison und drängte die Einheiten des Prinzen von Holstein zurück. Trotz des heftigen Beschusses blieb Dresden unnachgiebig. Die Stadt erlitt große Zerstörungen, doch Dauns Erscheinen machte Friedrichs Bemühungen zunichte. Während der Belagerung verschlechterte sich Friedrichs Lage weiter. Glatz fiel in österreichische Hand, und die Verluste bei Dresden waren beträchtlich. Den Österreichern gelang es, große Teile seines Nachschubs zu erbeuten, wodurch Friedrich noch stärker in Bedrängnis geriet. Der Feldzug hatte sich klar gegen ihn gewendet, während Maria Theresia neue Zuversicht aus ihren Erfolgen zog. Friedrichs Not wuchs, als der Fall von Glatz seinen Kummer vertiefte und Maria Theresias Hoffnungen bestärkte. Der Sieg dort festigte die österreichische Stellung in Schlesien, und Laudon, ermutigt durch den raschen Erfolg, richtete seinen Blick nun auf Breslau. Da die Stadt nur über eine unzureichende Garnison verfügte, glaubte er an eine ebenso leichte Eroberung wie in Glatz. Doch Breslaus Kommandant, Tauentzien, erwies sich als starker Gegenspieler. Trotz aller Anstrengungen kam Laudon nicht voran. Als schließlich Prinz Heinrich zur Verstärkung eintraf, musste er die Belagerung abbrechen. Unterdessen ließ Friedrich von der Bombardierung Dresdens ab und eilte nach Schlesien, wo seine Lage immer kritischer wurde. Doch Daun hatte seine Bewegungen vorausgesehen und nahm eine Blockierstellung ein, während Lacy Friedrichs Nachhut im Auge behielt. So entstand der seltene Anblick einer anscheinend übergroßen Armee, die sich in 3 Teilen zusammensetzte und sich in Schlesien zu vereinigen drohte. Laudon, nach der erfolglosen Belagerung Breslaus wieder frei, stieß ebenfalls hinzu, und die Russen näherten sich, um den Kreis um Friedrich endgültig zu schließen. Ein österreichischer Offizier soll hierzu geäußert haben: Der Sack ist weit offen, um die Preußen zu fangen. Wir müssen nur noch das Seil zuziehen. Als Friedrich dieses Zitat hörte, gab er eine typische entschlossene Antwort: Der Mann hat recht, doch ich werde ein Loch in diesen Sack reißen, das Sie nicht stopfen können. Aus Sicht Wiens schien es bereits ausgemacht, dass Friedrich in Kürze in Gefangenschaft geraten müsse. Man wartete voller Spannung auf die Siegesmeldung. Doch dank seines unnachahmlichen Geschicks schaffte er es immer wieder, sein Heer geschickt zu manövrieren. Nächtliche Marschbewegungen sorgten für Verwirrung unter seinen Verfolgern und ließen Daun im Unklaren über seinen tatsächlichen Standort. Diese unablässige Aktivität und die erstaunliche Beweglichkeit seiner Truppen verschafften Friedrich jenen Riss im Sack, der ihm die Flucht aus der Umklammerung ermöglichte. Friedrich erkannte jedoch sehr wohl die tödliche Gefahr, die das Zusammenströmen der feindlichen Armeen für ihn bedeutete. Dauns Plan war unverkennbar. Er wollte Friedrichs Kräfte in einem gebündelten Angriff zerschlagen. Am 14. Tag des 8. Monats des Jahres 1760 schien der Augenblick gekommen. Daun war siegesgewiss und glaubte, die Falle zugeschnappt zu haben. Doch Friedrich räumte noch in der Nacht sein Lager und zog nach Parchwitz weiter. Als Daun am Morgen nachfasste, merkte er,
dass seine sorgfältig vorbereitete Umklammerung gescheitert war. Zwar befand sich Friedrich weiter im Sack, doch Daun hatte es nicht vermocht, das Seil rechtzeitig zu schließen. Laudon rückte inzwischen mit 30.000 Mann in Richtung Liegnitz vor und staunte nicht schlecht, als er dort die kampfbereiten Preußen antraf. Bevor er sich ordnen konnte, griff ihn Friedrich an. Die Österreicher kämpften tapfer, doch sie standen schlecht und mussten sich am Ende geschlagen geben. Hohe Verluste waren die Folge. Verschiedene Unglücksumstände und fehlende Abstimmung unter den österreichischen Kommandeuren beschleunigten diese Niederlage. Daun, durch starke Winde am Hören des Kanonendonners gehindert, erfuhr nichts vom Kampf in Liegnitz und schickte folglich keine Verstärkungen. Auch als er endlich davon erfuhr, wartete er zunächst ab, da er das Gelände für ungeeignet hielt, um Laudon wirksam zu helfen. Diese Untätigkeit kostete die Österreicher teuer. Gleichwohl verlor Laudon nicht das Vertrauen der Kaiserin. Maria Theresia betonte in einem Schreiben ihr Bedauern und zugleich ihre anhaltende Wertschätzung. Damit bewies sie erneut ihre Fähigkeit, Moral und Entschlossenheit aufrechtzuerhalten, selbst in Zeiten schwerer Rückschläge. Friedrich war sich der Tatsache bewusst, dass der Sieg von Liegnitz ihm nur eine kurze Atempause verschaffte. Zwar hatte er das angekündigte Loch im Sack geschaffen, doch ein vollständiges Entkommen gelang ihm noch nicht. Seine Vorräte gingen zur Neige, und Breslau, zuvor durch die Belagerung arg in Mitleidenschaft gezogen, konnte ihn kaum noch versorgen. Ihm blieb nur der Versuch, Daun in einer entscheidenden Schlacht zu schlagen oder andernfalls einer sicheren Einkreisung entgegenzusehen. Daun durchschaute Friedrichs missliche Lage und plante durch einen Angriff auf Berlin einen schweren Schlag zu führen. Die russische Armee, in Abstimmung mit österreichischen Einheiten unter Lacy, sollte einen Vorstoß gegen Preußens Hauptstadt unternehmen. Falls dies Erfolg versprach, wollte sich Daun zurückziehen und Lacys Hilfskorps die weitere Offensive überlassen. Zwar hatte Friedrich sich ein wenig Zeit erkauft, doch blieben ihm zahlreiche Gefahren von allen Seiten erhalten. Kapitel 10 – Maria Theresias letztes Schlachtfeld. Am 3. Tag des 10. Monats erschien die russische Vorhut unerwartet vor den Toren Berlins. Die Stadt war akut bedroht. Während man in Berlin hastig versuchte, Verteidigungsmaßnahmen zu treffen, entsandte Prinz Eugen von Württemberg, der gegen die Schweden im Felde stand, einen Teil seines Heeres in Eilmärschen, um die Hauptstadt zu schützen. Auch aus Sachsen wurden Hilfstruppen erbeten. Doch angesichts von 16.000 Mann gegen 35.000 Feinde schien der Kampf aussichtslos. Berlin musste kapitulieren. Zum Glück für die Stadt übte General Tottleben Milde und Zurückhaltung, sodass kulturelle und künstlerische Werte verschont blieben. Hingegen zeigten sich die österreichischen und sächsischen Truppen unter Lacy weit weniger zurückhaltend. Sie plünderten Friedrichs Schlösser und richteten allerorten Verwüstungen an. Die Besetzung Berlins währte allerdings nur kurze Zeit. Die Kunde von Friedrichs herannahendem Heer, das seiner Hauptstadt zu Hilfe eilte, veranlasste die verbündeten Truppen zu einem eiligen Rückzug. Dennoch blieb Friedrichs Lage kritisch. Seine Kräfte waren überdehnt und seine Perspektiven wirkten trostlos. Wollte er erneut die Oberhand gewinnen, musste er sich Daun stellen, der eine starke Stellung bei Torgau hielt. Die Aufgabe war enorm. Daun hatte 60.000 ausgeruhte und gut ausgerüstete Soldaten, Friedrich hingegen nur 40.000 bereits vom Krieg mitgenommene Kämpfer. Daun sprach mit seinen Befehlshabern über das weitere Vorgehen. Wenn man es nicht mit einem Genie wie Alexander dem Großen zu tun hat, ist es oft klug, den Gegner zuerst agieren zu lassen. Was tut ein verletzter und von Sorgen geplagter Löwe? Ein hungriger Löwe, der friert und aus seinem Revier vertrieben ist? Er stürzt sich voller Wut auf den erstbesten Feind und kämpft bis zum letzten. Ein gedemütigter Löwe würde vielleicht eher sterben, als erneut eine Niederlage hinnehmen. Wir behalten also unsere Position bei und warten, bis der Gegner den ersten Schritt macht.
Da wir nicht gegen Alexander kämpfen, haben wir die Zeit, uns alle möglichen Züge des Feindes in Ruhe zu überlegen. Trotz dieser ungünstigen Ausgangslage entschied sich Friedrich zum Angriff. Die Schlacht bei Torgau wurde zu einer der blutigsten des ganzen Krieges. Unablässiges Geschützfeuer erschütterte den Boden und Reihen ganzer Bataillone fielen. Sowohl Friedrich als auch Daun erlitten Verwundungen. Friedrich trug eine Verletzung davon. Daun erhielt eine Kugel in den Oberschenkel. Zuversichtlich verkündete Daun bereits vorzeitig seinen Sieg nach Wien. Doch am späten Tag wendete sich das Blatt. Mit Einbruch der Dunkelheit führte Ziethen, der bis dahin im Hintergrund gewartet hatte, seine Truppen zu einem beherzten Sturm auf die Süplitzer Höhen und nahm die entscheidende Anhöhe ein. Damit zwang er die Österreicher zum Rückzug nach Dresden und zerstörte Dauns Siegesgewissheit. Die Verluste waren enorm. 16.000 österreichische Soldaten starben oder gerieten in Gefangenschaft, während bei den Preußen 14.000 Mann ausfielen. Obwohl Friedrich diesen Erfolg nur unter hohen Opfern errang, konnte er ihn letztlich als Sieg verbuchen. Maria Theresia, von Natur aus auch in der Niederlage großmütig, empfing den verwundeten Daun bei seiner Rückkehr nach Wien freundlich, sorgte für seine Genesung und zeigte erneut ihre Mitmenschlichkeit und Würde. In der Menge flüsterte eine Frau vor sich hin: Allmächtiger Gott! Es kann nicht nur Zufall sein, dass unsere Kaiserin den Namen Maria trägt. Ganz gewiss lag in deiner Hand die Wahl ihres Namens. Niemand außer ihr verdient diesen Namen unserer heiligen Mutter. Wie ihr Schatten auf Erden achtet sie auf uns, hält uns fest in den schlimmsten Zeiten. Himmlischer Vater, ich flehe dich an, schenke mir eine Tochter, damit ich sie Maria nennen kann, auf dass ich ein Engelwesen in diese Welt setze, das würdig ist, den Namen unserer Kaiserin zu tragen. Friedrich war es nicht gelungen, das Plauensche Tal einzunehmen, einen Schlüsselpunkt für die Eroberung Dresdens, das weiterhin in österreichischer Hand blieb. Dort gingen die Österreicher in die Winterquartiere. Laudon zog sich nach einem gescheiterten Versuch, Kosel einzunehmen, nach Glatz zurück. Die Russen zogen nach Polen ab und die Schweden kehrten nach Pommern zurück. Auch die Franzosen, die in diesem Feldzug kaum zählbare Erfolge vorweisen konnten und selbst einige Rückschläge erlitten, errangen zwar kurz vor dem Winter noch einen Sieg über den Erbprinzen von Braunschweig, doch blieb das Kriegsgeschehen in Hessen ergebnislos, bis die Kälte den Kämpfen ein Ende setzte. So fand das 5. Jahr des Krieges sein Ende, voller Zerstörung und Erschöpfung, doch ohne Aussicht auf einen baldigen Frieden. Obwohl Friedrich einige Triumphe errungen hatte, sah er sich schweren Verlusten und einer zunehmend trostlosen Lage gegenüber. Maria Theresia hingegen durfte in aller Vorsicht auf eine günstigere Entwicklung hoffen. Sie verschärfte ihre Vorbereitungen, übertrug Laudon den Oberbefehl in Schlesien und setzte Daun in Sachsen ein. Ihr gemeinsames Ziel war und blieb die Wiedergewinnung Schlesiens. Friedrich kannte ihre Pläne gut und rüstete sich, sie abzuwehren. Er verschanzte sich bei dem bekannten Lager von Bunselwitz, um die Festung Schweidnitz zu schützen. Laudon drängte auf einen Angriff, doch der russische General Butterlin zauderte und versprach nur Unterstützung im Hintergrund. Friedrich, fest überzeugt, dass es bei Tag nicht zu einem Angriff kommen würde, hielt Nachtangriffe für denkbar und blieb wachsam. Das Patt dauerte bis zum 9. Monat des Jahres 1761 an. In der Nacht des 30. Tages jenes Monats fiel Laudon überraschend über Schweidnitz her und griff die Befestigungen von mehreren Seiten an. Der Festungskommandant, durch mangelhafte Sicherungsmaßnahmen überrascht, musste sich bedingungslos ergeben. Ein herber Schlag für Friedrichs Stellung. Sein Pech riss nicht ab. In Pommern verbuchte er weitere Rückschläge.
Zwar kam ihm die Schwerfälligkeit und Unentschlossenheit des österreichischen Kriegsrates zugute, da Laudon angewiesen wurde, defensiv zu bleiben und Angriffe zu vermeiden. Doch als Kolberg, das sich bis zum völligen Munitionsmangel heldenhaft verteidigt hatte, schließlich fiel, traf dies Friedrich umso härter. Auch im Westen, in den Auseinandersetzungen mit den Franzosen, erzielte er nichts Entscheidendes. So ging der Feldzug zu Ende, während Friedrichs Aussichten immer trüber wurden. Trotz aller Widrigkeiten ermutigte er seine Befehlshaber: Manchmal läuft alles schief, und manchmal hält dieses Unglück so lange an, dass es uns an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Doch entscheidend ist nicht, den Zusammenbruch zu vermeiden, sondern bis zum letzten Atemzug auf den Sieg zu drängen. Die Männer in unseren Uniformen, die in unseren Rängen dienen, über das Schlachtfeld schreiten und die Schwerter in unserem Namen führen, wollen nur eins: den Sieg. Männer wie wir fallen kämpfend. Vielleicht stand Gott zeitweise an Marias Seite, doch niemand kann mir garantieren, dass er sich nicht eines Tages mir zuwendet. Wie Marschall Daun sagte: Ich bin nicht Alexander der Große, doch nur deshalb, weil ich Friedrich heiße. Maria Theresias Zuversicht wuchs hingegen beträchtlich. Schien nun doch Schlesien, das begehrte Land, endlich in ihrer Reichweite zu sein, während Friedrichs Ressourcen und Möglichkeiten schwanden. Erstmals in diesem langen Konflikt fühlte sie sich dem endgültigen Sieg nahe, während der Feind am Rande des Ruins balancierte. Das Jahr 1762 begann für Maria Theresia mit erneuter Hoffnung, doch diese wurde durch den Tod der russischen Zarin Elisabeth jäh zunichte gemacht. Sie war eine von Friedrichs erbittertsten Gegnerinnen gewesen. Ihr Nachfolger, Peter III., war ein glühender Verehrer Friedrichs und ließ dies umgehend erkennen. Am 5. Tag des 5. Monats im Jahre 1762 schloss er einen Vertrag mit Preußen, der alle von Russland eroberten Gebiete an Friedrich zurückgab und ein Bündnis beider Mächte besiegelte. Dieser überraschende Kurswechsel veränderte das Kräfteverhältnis in Europa drastisch und machte Maria Theresias Hoffnungen zunichte. Russland fiel damit als Gegner aus, so dass Friedrich seine gesamten Truppen gegen Österreich aufbieten konnte. Zu allem Überfluss folgte Schweden dem Beispiel Russlands und schloss mit Preußen Frieden, wodurch Maria Theresia eine weitere Stütze verlor. Der Brennpunkt blieb Schlesien, wo Friedrich persönlich das Kommando übernahm. Sein vordringliches Ziel war die Rückeroberung Schweidnitz. Er bezog eine günstige Position und wollte auf den Beistand der russischen Truppen zählen, den Peter III. Zugesagt hatte. Doch im selben Augenblick erreichte ihn die niederschmetternde Nachricht: Peter III. War gestürzt worden. Katharina II. Übernahm den Thron und ihre erste Amtshandlung bestand darin, die bereits entsandten russischen Truppen zurückzubeordern. Friedrichs gesamtes Vorhaben drohte zu scheitern. In letzter Sekunde gelang es ihm jedoch, den Abmarsch der Russen um 3 Tage zu verzögern und sich dadurch einen kleinen Zeitgewinn zu verschaffen. Zwar blieben die Russen endgültig aus, doch Daun wusste zunächst nicht, welche Pläne sie verfolgten und hielt einen Teil seiner Armee zurück, um auf sie zu achten. Diesen Moment nutzte Friedrich. Seine Truppen griffen an und siegten über Dauns Heer, das daraufhin von den Höhen bei Burkersdorf zurückweichen musste. Nun hing Friedrichs Schicksal davon ab, wie Katharina ihre Rolle in Europa interpretierte. Als sie die russische Neutralität verkündete, atmete er erleichtert auf, da eine erneute Wendung Russlands zu Österreich nicht mehr zu befürchten war. Ohne diese Bedrohung machte er sich unverzüglich daran, Schweidnitz zu belagern. Nach seinem Erfolg bei Burkersdorf begann er den Angriff auf die Festung, die vom erfahrenen Graf Guasco verteidigt wurde. Daun versuchte noch, die Eingeschlossenen zu befreien, erlitt jedoch in der Schlacht bei Reichenbach eine schwere Niederlage. Schweidnitz fiel daraufhin in Friedrichs Hand, ein weiterer Rückschlag für Maria Theresias Pläne. Friedrich wandte sich daraufhin nach Sachsen, wo sein Bruder Heinrich gegen die vereinten Kräfte der Österreicher und des Reichs kämpfte.
Zwar war es den Habsburgern bisher nicht gelungen, größere Fortschritte zu erzielen, doch mit der Ernennung des Grafen Haddig zum neuen Oberbefehlshaber schöpften sie neue Zuversicht. In diesem Moment schien das Schicksal Heinrichs besiegelt, doch Haddig zögerte und wollte erst Dauns Verstärkungen abwarten. Dadurch bekamen die Preußen Gelegenheit, Einheiten aus Schlesien heranzuführen, was in der Schlacht bei Freiberg zu einer entscheidenden Niederlage für die Österreicher führte und ihnen große Verluste bescherte. Die Auseinandersetzung bei Freiberg war die letzte Schlacht in diesem grausamen 7-jährigen Krieg, der über weite Teile Europas wütete und zahllose Opfer forderte. Zwar kämpfte Friedrich noch kurz gegen das Reichsheer weiter, aber der verwirrende Kleinkrieg, den Kleists Husaren anzettelten, bewegte die kleineren deutschen Fürstentümer schließlich Frieden zu erbitten. Auch in Westfalen und in Hessen legten die Preußen letztlich die Waffen nieder. Die allgemeine Erschöpfung machte eine Fortführung des Krieges unmöglich. Am 15. Tag des 2. Monats im Jahre 1762 und 3, im Frieden von Hubertusburg, endete der Konflikt offiziell. Sämtliche Eroberungen wurden rückgängig gemacht und die Grenzen blieben so gut wie unverändert. Preußens Besitz an Schlesien blieb bestehen. Für Maria Theresia war der Verzicht auf Schlesien das schmerzlichste Opfer, das sie dem Frieden bringen konnte. Ihr Herz blutete und unzählige Tränen vergoss sie über diesen Verlust. Doch letzten Endes nahm sie dieses Opfer auf sich, um ihr Volk den Segen des Friedens zurückzugeben. Kapitel 11 Zu dir komme ich. Maria Theresias letzter Weg. Frieden. Dieser frohe Ruf hallte durch alle Lande Maria Theresias und berührte ihr Herz tief. Obgleich sie den Verlust Schlesiens dauerhaft betrauerte, empfand sie zugleich Erleichterung und Dankbarkeit, wenn sie an die unzähligen auf blutgetränkten Schlachtfeldern dahingeopferten Leben dachte. Ihrer tiefen Frömmigkeit gemäß mochte sie dieses Ergebnis als den Willen einer höheren Macht deuten. Wenn all meine Opfer, Mühen und Kämpfe Schlesien nicht zurückbringen konnten, so ist es sein Wille, denn nicht einmal ein Sperling fällt ohne sein Wissen. Für Maria Theresia bedeutete Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. Endlich eröffnete sich ihr die Möglichkeit, sich mit aller Kraft um die Heilung der durch die vielen Kriegsjahre gerissenen Wunden zu kümmern und die Regierung zum Wohle ihrer Untertanen neu auszurichten. Zwar hatte sie sich auch in den gelegentlichen Friedensphasen des Krieges unablässig für das Wohl ihres Volkes eingesetzt, doch nun, mit dem Ende der Kämpfe, konnte sie sich vollständig dem Wiederaufbau und den Reformen widmen. Darin fand sie Trost, im Werk des Aufbaus und der Fürsorge für das, was der Krieg zerstört hatte. Schon während der Regierung ihres Vaters hatte sie die Schwachstellen ihres Reiches erkannt. Seit ihrem Thronantritt ging sie entschlossen daran, diese Missstände zu beheben. Den übermäßigen Prunk am Hof dämpfte sie, modernisierte und stärkte das Heer für die langen Konflikte und richtete die Staatsfinanzen neu aus, um ausreichende Mittel für Verteidigung und Verwaltung sicherzustellen. Mit diesen Reformen zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent, die drängendsten Probleme klar zu erkennen und wirksam anzugehen. Ihre Fähigkeit, umsichtig zu regieren, lag nicht allein in ihrer Weitsicht, sondern auch in ihrem bedachten Vorgehen. Nichts geschah plötzlich oder mit roher Gewalt. Stattdessen führte sie die Neuerungen schrittweise und mit Bedacht ein, sodass ein reibungsloser Übergang von alten zu neuen Strukturen gelang. Durch das Vermeiden unnötiger Erschütterungen erzielte sie nachhaltige Ergebnisse, die ihrem Reich zugute kamen, ohne ihre Untertanen zu entfremden. Ihre klare Einsicht, ihr praktischer Verstand und ihr tiefes Mitgefühl erlaubten es ihr, jedem Problem mit gelassener Entschlossenheit zu begegnen. Dass ihre Bemühungen in allen Bereichen wirksam waren, zeigte sich vom Umbau des Heeres bis hin zur Verwaltung und selbst in der Art, wie sie ihren Hof führte. Jedem,
auch dem scheinbar unbedeutendsten Detail galt ihre Aufmerksamkeit. Dabei suchte sie nicht nach persönlichem Ruhm. Ihr Lohn lag vielmehr darin, die Verbesserungen für ihr Volk unmittelbar zu sehen. Echtes Können spiegelte sich für sie nicht in prunkvollen Denkmälern wider, sondern in der soliden und kraftvollen Entwicklung des Reiches, das sie so umsichtig regierte. Auf dem Gebiet der Bildung und Wissenschaft stützte sie sich besonders auf den niederländischen Arzt und Gelehrten van Swieten. Ursprünglich für die Hofdienste berufen, bewährte er sich mit seinem umfassenden Wissen schon bald in größeren Aufgabenbereichen. Maria Theresia vertraute ihm nicht nur die Aufsicht über das öffentliche Gesundheitswesen an, sondern zog ihn auch zu Rate, wenn es um Reformen in Erziehung und Kultur ging. Unter ihrer Führung leitete van Swieten die Neuordnung des österreichischen Schulwesens und die Modernisierung der Hofbibliothek. So entstanden zahlreiche Lehranstalten und Fachinstitute, darunter eine Einrichtung für orientalische Sprachen, die den Blick Österreichs gen Osten spiegelte, eine tierärztliche Lehrstätte und eine Akademie für junge Adlige. Die Kaiserin beschränkte zudem den übermäßigen Einfluss kirchlicher Institutionen und strebte eine Erneuerung der Klöster an. Trotz ihrer tiefen Frömmigkeit erkannte sie, dass auch geistliche Strukturen sich dem Fortschritt anpassen mussten. Gern teilte Maria Theresia ihre Überlegungen mit den maßgeblichen Persönlichkeiten ihres Reiches. Die Welt wandelt sich, neue Kontinente werden entdeckt, neue Erfindungen entstehen. Auf dem Schlachtfeld werden Glaube und Ergebenheit bald von anderen Kräften verdrängt werden. Wir wissen nicht genau, welche Kräfte das sein werden. Aber eines ist sicher: Wollen wir die mächtigsten, die einflussreichsten und die fortschrittlichsten sein, müssen wir die Bildung und die Verwaltung fördern. Unsere Institutionen sollen geordnet und sachlich arbeiten. Für die Wissenschaft braucht es kluge Köpfe. Und um diese hervorzubringen, müssen wir im Bildungswesen besser sein als unsere Rivalen. Während wir um die Ländereien unserer Vorfahren ringen, kämpfen die Völker an den Ozeanen um Länder jenseits der Meere. Manche meiner politischen Entschlüsse mögen die Engstirnigen unserer Tage stören. Doch das kümmert mich wenig. Es muss einen Grund geben, warum Gott mich und nicht Sie zur Kaiserin gemacht hat. Meint ihr nicht auch? Ebenso wichtig war ihr die schulische Versorgung der einfachen Bevölkerung. In vielen Landesteilen herrschte damals ein Mangel an öffentlichen Schulen und Unwissenheit war weit verbreitet. Maria Theresia fand in Joseph von Sonnenfels einen Mitstreiter, der sich leidenschaftlich für eine möglichst flächendeckende Bildung einsetzte. Es genügt nicht, nur in großen Städten öffentliche Schulen zu haben. Nicht einmal das kleinste Dorf soll ohne Schule bleiben. Maria Theresia stand voll hinter diesem Anliegen und verdiente sich so den Titel Mutter ihres Landes. Die Gründung der Normalschule in Wien wurde zum Vorbild für andere Städte und schon bald erreichten die Reformen auch die Provinzen. Ein besonderes Verdienst erwarb sich Maria Theresia, als sie die Folter in Form der Folterbank abschaffte. Eine barbarische Praxis. Schon dieser eine Schritt hätte genügt, ihr einen Ehrenplatz in der Geschichte als Vorkämpferin der Menschlichkeit zu sichern. Doch ihr Wirken reichte weit darüber hinaus. Sie prägte alle Zweige der Staatsführung und des öffentlichen Lebens mit ihrer Klugheit, Milde und Hingabe an ihre Untertanen. Auch die Künste förderte sie nachhaltig. Als große Musikliebhaberin unterstützte sie die Karriere von Komponisten wie Gluck, Haydn und Mozart, die mit ihrem Schaffen den Glanz dieser Epoche erhellten. Gleiches galt für die bildende Kunst, die unter ihrem Patronat erblühte. Ihre Regierungszeit war eine Blütezeit des kulturellen Lebens und der Reformen, ein leuchtendes Zeichen ihrer Weitsicht und ihres Bestrebens, das Reich in jeder Hinsicht voranzubringen. Auf Landwirtschaft, Handel und Gewerbe hatte sie ebenso weitreichenden Einfluss. Zwar waren viele Früchte ihrer Maßnahmen zu Lebzeiten noch nicht voll sichtbar, doch legte sie das Fundament für künftigen Fortschritt.
So förderte sie die Gründung landwirtschaftlicher Lehrstätten, um Bauern die nötigen Kenntnisse zu vermitteln. Mit einem ausgeklügelten Entwässerungssystem machte sie große Gebiete urbar und lud Siedler ein, in dünn besiedelten Landstrichen wie Ungarn, Galizien, Böhmen und dem Banat neue Dörfer zu gründen. Zur Stärkung der Landwirtschaft gründete sie die Ökonomische Gesellschaft in Niederösterreich und setzte Prämienausschreiben in Kraft, um neue Ideen zu fördern. Sie ließ Merino-Schafe aus Spanien einführen und an Hirten verteilen, um die Wollproduktion zu steigern. Wo in Ungarn oder Böhmen Flachsfelder wuchsen, sorgte sie für den Aufbau von Imkereien und ermöglichte Zuchtprogramme für edle Pferde, um die Kavallerie zu stärken. All dies schaffte sie mit dem Ziel, die Ressourcen des Reiches im Inland zu nutzen und den Bezug aus fremden Ländern zu verringern. Auch Infrastruktur und Handel blieben nicht unangetastet. Sie ließ Straßen ausbauen, Kanäle graben und Flüsse besser schiffbar machen. Neue Märkte wurden gegründet, Häfen erweitert und Gewerbebetriebe gefördert. Damit trieb sie das Wirtschaftswachstum an und erhöhte zugleich die Unabhängigkeit des Reiches. Trotz dieser Fülle an Aufgaben behielt sie stets den Überblick. Ihr wurde häufig direkt Bericht erstattet, und sie suchte das Gespräch mit Experten, die sie mit ihrer Sachkenntnis beeindruckte, während sie selbst mit praktischen Anregungen zu überraschen wusste. Immer fand sie einen Weg, die hohe Staatskunst, ihre Verantwortung als Mutter und Ehefrau und ihr eigenes Privatleben unter einen Hut zu bringen. Ihr Familienleben war für eine Regentin von außergewöhnlicher Herzlichkeit. Maria Theresia und ihr Gatte, Kaiser Franz, verbanden tiefe Liebe und gegenseitige Achtung, selbst wenn ihr Vater zu Beginn gegen die Ehe war. Diese Verbindung basierte auf ehrlichem Vertrauen. Während Maria Theresia temperamentvoll und entscheidungsfreudig war, zeichnete Franz sich durch einen ruhigen, besonnenen Charakter aus. Wann immer Reibungen auftraten, verschwanden sie rasch, oft schlicht durch das Einwirken der von beiden geschätzten Gräfin Fuchs. In ihrem Familienkreis herrschte eine Mischung aus königlicher Pracht und inniger Herzlichkeit, ganz im Geist der Kaiserin, die es meisterhaft verstand, die Pflichten einer Herrscherin mit jenen einer liebenden Ehefrau und Mutter zu vereinen. Der Kaiser mischte sich nur selten in die Amtsgeschäfte ein, es sei denn, Maria Theresia bat ihn ausdrücklich um Rat, was er ihr dann nur zu gern gewährte. Ihre Ehe war überaus glücklich und mit 16 Kindern gesegnet, die für Maria Theresia eine Quelle des Trostes und der Kraft darstellten. Gerade die Jüngeren mochten sich oft an sie schmiegen und in ihrer Zuneigung die Last vergessen machen, die die Regierung ihr auferlegte. So ergänzten sich die unterschiedlichen Wesenszüge von Maria Theresia und ihrem Gemahl auch in der Erziehung der Kinder. Während der Kaiser auf Gehorsam, gutes Benehmen und Ordnung achtete, kümmerte sich Maria Theresia besonders um die moralische und religiöse Bildung. Inmitten dieser liebevollen Familie kam ihre Güte und Anmut wohl am deutlichsten zum Vorschein. Die Ausbildung ihres Nachwuchses empfand sie als heilige Aufgabe. Dafür gewann sie die besten Lehrer des Landes. Ihrem ältesten Sohn und Thronfolger Joseph legte sie besonderen Wert auf das Erlernen aller Sprachen im Reich, weil sie wusste, wie wichtig es war, mit dem Volk im eigenen Idiom zu kommunizieren. Um Ungarn für seine unerschütterliche Treue zu danken, ernannte sie den angesehenen ungarischen Fürsten Batthyány zum Hofmeister Josephs. Ihre Fürsorge reichte bis in die kleinsten Gesten. Sie lehrte ihre Kinder, jedermann, Diener eingeschlossen, mit Freundlichkeit und Respekt zu begegnen. Solch Herzenswärme ist Vorbild für jede Familie. Doch dieses Glück wurde durch den Tod ihres geliebten Gatten jäh getrübt. Sein Verlust überschattete ihre verbleibenden Lebensjahre, und sie legte von jenem Tag an schwarze Trauerkleider nicht mehr ab. Für treue Dienste zeigte Maria Theresia nicht allein offizielle Anerkennung, sondern auch eine herzliche, ganz persönliche Dankbarkeit. Sie nannte den Grafen Palffy liebevoll ihren Vater
bezeichnete den tapferen Khevenhüller als ihren Ritter und den unerschrockenen Traun als ihren Schild. Ihr persönliches Mitgefühl offenbarte sie in Briefen über Graf Chotek, um dessen Wohl sie sich sorgte. Täglich erreichten mich Neuigkeiten über ihn, und 2 Tage fürchtete ich das Schlimmste. Sobald er das Bett verlassen kann, werde ich ihn besuchen. Als Graf Chotek für sein erkranktes Kind den Hofarzt Kessler anforderte, reagierte Maria Theresia umgehend und voller Anteilnahme. Gott sei Dank kommt es in Kesslers Hände. Es ist leicht, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, und ich werde Van Swieten nur formell benachrichtigen. Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen und dachte an dieses liebe Kind. Van Swieten war tief betrübt, als ich ihm davon erzählte, aber er war merklich erleichtert, als er hörte, dass Kessler sich kümmern wird. Ich bete, das Kind trage keine Narben davon wie sein Bruder Humelauer. Ich habe Kessler gebeten, mir täglich Bericht zu geben, denn ich sorge mich sehr um sein Wohl. Einst in Laxenburg vernahm sie die Klage einer 108-jährigen Frau, die krank war und deshalb am traditionellen Fußwaschungsritus am Gründonnerstag nicht teilnehmen konnte. Diese Frau, der Kaiserin wohlbekannt, war bekümmert, weil sie Maria Theresia nicht sehen konnte. Tief gerührt besuchte die Kaiserin sie in ihrer schlichten Kammer. Ihr seid traurig, weil ihr mich nicht sehen konntet? Nun, so tröstet euch, liebe Frau, denn ich bin ja zu euch gekommen. Maria Theresia setzte sich an das Bett der Frau, redete in warmherzigem Ton mit ihr und ließ ihr zum Abschied ein großzügiges Geldgeschenk dar. Auch später erkundigte sie sich weiter nach ihrem Befinden. Ein besonderer Augenblick, der sich tief ins Gedächtnis ihrer österreichischen Untertanen einprägte, ereignete sich am 19. Tag des 2. Monats im Jahr 1768, während einer Theateraufführung. Ein Bote überbrachte die Nachricht, dass Leopold, einer ihrer Söhne, Vater eines Jungen geworden sei. Vor Freude sprang Maria Theresia auf, beugte sich über die Brüstung ihrer Loge und winkte mit der Meldung: Leopold hat einen Sohn. Das Publikum antwortete mit stürmischem Jubel. Diese spontane Geste offenbarte das enge Band zwischen Kaiserin und Volk. Die letzten Lebensjahre Maria Theresias waren von manchen Sorgen überschattet. Vor allem der plötzliche, unerwartete Tod ihres geliebten Gemahls traf sie hart. Zwar setzte sie fortan auf die Unterstützung ihres Sohnes Joseph und ernannte ihn zum Mitregenten, doch geschah dies eher aus Staatsräson als aus persönlichem Wunsch. Gemeinsam sahen sie sich erheblichen politischen Schwierigkeiten gegenüber, nicht zuletzt der Teilung Polens, die Maria Theresia zutiefst bekümmerte. Mit schwerem Herzen äußerte sie sich zu diesem Vorgang. Ich stimme nur zu, weil so viele weise Männer es für notwendig halten. Doch noch lange nach meinem Tod wird die Zeit die bitteren Folgen dieser Tat enthüllen. Sie hat mir unsägliche Sorge bereitet und ist schlimmer als alles, was ich je durchstehen musste. Wahrlich, ich schäme mich, das miterleben zu müssen. Im Lauf der Zeit klafften die Ansichten des Kaisers Joseph und seiner Mutter immer weiter auseinander, auch weil sich die Rahmenbedingungen geändert hatten. Vor allem in der bayerischen Erbfolgefrage zeigten sich diese Spannungen deutlich. Joseph erhob Anspruch auf das Erbe des ohne Nachfolger verstorbenen bayerischen Kurfürsten. Maria Theresia aber erkannte die Schwächen dieser Forderung und verabscheute zutiefst die Einmischung Friedrichs des Großen, der ihrem Sohn entgegenträte. Während Joseph danach strebte, die Ansprüche durchzusetzen, fürchtete Maria Theresia nichts mehr als eine neue kriegerische Auseinandersetzung. So kam es beinahe zum Ausbruch eines weiteren Krieges, ehe der Friede von Teschen im Jahr 1779 den Konflikt beendete. Dieses Ergebnis war in hohem Maße ihrem Einfluss zuzuschreiben, sehr zu ihrer eigenen Erleichterung. Trotz ihres Alters genoss Maria Theresia weiterhin großes Ansehen und blieb von ungebrochener Wirkungskraft. Zwar hatte sie mit zunehmender Fülle und körperlichen Beschwerden zu kämpfen, doch ihr Verstand und ihr Herz blieben kraftvoll.
Ihr Mitgefühl für andere Menschen schwand nie. Am 18. Tag des 11. Monats im Jahr 1780 geschah ein ungewöhnliches Ereignis. In tiefer Verehrung für ihren verstorbenen Gatten war sie es gewohnt, an jedem Todestag seine Gruft in der Kaisergruft aufzusuchen. Da ihr das Gehen und das Treppensteigen schwer fiel, nutzte sie eine besondere Sitzvorrichtung, um in die Gruft hinabgelassen zu werden. An jenem Tag riss das Seil, das den Sitz hielt, plötzlich. Zwar wurde sie nicht verletzt, doch erschütterte sie diese Begebenheit zutiefst. Sie deutete das Unglück als Zeichen, dass ihr Ende nahte. Bereits am Tag darauf erkrankte sie heftig. Wahrscheinlich hatte sie sich in der kalten Gruft eine Erkältung zugezogen. Anfangs maß sie dem Husten nicht viel Bedeutung bei, doch er wurde rasch stärker und löste Krämpfe aus, die sie zu ersticken drohten. Ein Aderlass brachte kaum Erleichterung, und bald trat eine Rippenfellentzündung hinzu, so dass sie aufrecht in einem Lehnstuhl ausharren musste, um besser Luft zu bekommen. Trotz ihres Leidens blieb sie geduldig und Gott ergeben. Nach einem besonders heftigen Hustenanfall seufzte sie: Gott gebe, dass das Ende bald komme. Ich weiß nicht, wie ich das weiter aushalten soll. Gegenüber dem Erzherzog Maximilian äußerte sie: Bis jetzt haben mich Mut und Tapferkeit nicht verlassen. Ich bete zu Gott, auf den sich all meine Gedanken richten, dass er mir beides bis zum Schluss bewahrt. Maria Theresias Zustand verschlechterte sich weiter, und sie spürte, dass das Lebensende nahte. In ihrem streng katholischen Glauben bestellte sie die Krankensalbung und ließ alle ihre in Wien weilenden Kinder an ihr Sterbebett rufen. Zu ihnen sprach Maria Theresia: Meine lieben Kinder, ich habe die heiligen Sakramente empfangen und weiß, dass ich mich nicht erholen werde. Denkt an all die Mühe und Sorgfalt, die euer Vater, der verstorbene Kaiser, und ich in eure Erziehung gelegt haben, an unsere tiefe Liebe zu euch und daran, wie wir stets um euer Glück bemüht waren. Alles, was ich in dieser Welt besitze, gehört euch. An Kaiser Josef gewandt fügte sie hinzu: So bedarf es keiner besonderen Verfügung mehr. Nur meine Kinder gehören mir, und sie werden mir immer gehören. Ich vertraue sie dir an. Versprich mir, ihnen ein Vater zu sein. Wenn du mir das gelobst, werde ich in Frieden sterben. Dann wandte sie sich an die übrigen Kinder: Von jetzt an sollt ihr den Kaiser als euren Herrscher betrachten. Ehrt und gehorcht ihm. Folgt seinem Rat. Liebt und vertraut ihm von ganzem Herzen, damit es ihm eine Freude sei, euch Fürsorge, Freundschaft und Zuneigung zu schenken. Darauf segnete sie alle Kinder, die Anwesenden wie die Abwesenden, und war tief bewegt von ihrem Weinen und Schluchzen. Zugleich tat es ihr weh, sie so in ihrem Schmerz zu sehen. Sanft, aber bestimmt bat sie: Ich denke, es wäre besser, ihr geht in den nächsten Raum und fasst euch wieder. Selbst in diesen letzten Stunden dachte Maria Theresia noch an die Staatsgeschäfte. Sie unterzeichnete eigenhändig mehrere Schriftstücke und sprach Kaunitz ihren Dank für seine treuen Dienste aus. Auch den ungarischen Kanzler Esterházy bat sie, den Ungarn ihre tief empfundene Dankbarkeit für ihre unermüdliche Treue auszurichten und Kaiser Josef ans Herz zu legen, diese Hingabe stets zu würdigen. Joseph wachte in ihrer Nähe, während ihr Atem schwerer wurde. Um etwa 8 Uhr abends stöhnte sie plötzlich: »Öffnet das Fenster!« Sie versuchte, sich aus dem Lehnstuhl zu erheben, und Joseph stützte sie und fragte: »Wohin will Eure Majestät?« Sie sah nach oben und hauchte ihre letzten Worte: »Zu dir. Ich komme.« Dann sank sie zurück und entschlief still. Maria Theresia starb am 29. Tag des 11. Monats im Jahr 1780, im Alter von 63 Jahren. 4 Tage später wurde sie an der Seite ihres geliebten Gemahls in der Kapuzinergruft in Wien beigesetzt. Ihr Tod löste bei ihren Untertanen tiefe Trauer aus, die ihren Verlust betrauerten wie den einer sorgenden Mutter. Friedrich der Große, lange Jahre ihr Kriegsgegner,
zollte ihr in ehrlicher Anerkennung Respekt. Der Tod der Kaiserin hat mich tief betrübt. Sie ehrte den Thron und ihr Geschlecht. Ich habe Krieg gegen sie geführt, doch niemals war sie meine Feindin.